Ei. Ach Gott. Ja, geht weiter. Ich will es unbedingt durchhaben, also zumindest die Hauptstory. Wie ihr gerade seht, weiß ja gestern, Grave Keeper Hauptspiel, Breaking Dead, ist das mit den Zombies, das DLC hat man anscheinend schon, war dabei. Stranger Things und Game of Thrones sind neu. Ei, geht auf jeden Fall weiter, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Aber ich würde das Hauptspiel durchbringen. Abend machen wir dann weiter mit A Dead of Night, also mitten in der Nacht quasi wieder. Mit Jimmy. Haben wir gestern auch noch so weit fertig gemacht, wie wir konnten. Also der nächste Geist steht. Und wir haben jetzt die ersten 3 Geister fertig. Die Amy ist fertig, der Dr. Bose ist fertig und der Harvey ist fertig, genau, der Hotelbesitzer. Und jetzt haben wir noch einen neuen Geist, der Frau diesmal. Ich vermute, es ist die Rose, ich weiß es aber nicht. Ja, müssen wir mal schauen, wie es ausschaut. Aber das erst später abends dann. Machen wir jetzt ein bisschen Graveyard Keeper wieder. Okay, wir machen wir weiter. Das Spiel ist so geil. Ich kann mir nicht helfen. Es ist super. Ja genau, das. Was ich nicht weiß. Hier brauchen wir das Damaszinerschwert, das Juwelen bis jetzt, das haben wir ja zweimal, das passt. Brauchen wir hier bei der Schlange. Händler können wir fertig machen, da glaube ich schaut es ganz gut aus. Ich gehe mal unten über den Händlerweg drüber. Bisschen heißer. Brauchen wir 2 Kisten Reserve, das ist schon mal ganz gut. 3 Goldkisten sind da. Zombie trägt auch noch eine 3. Kiste rum, das passt auch. Gold haben wir schon geholt, das ist okay. Wie viel haben wir noch? Bei Stranger Things können wir nämlich eine eigene Taverne bauen. Und bei Game of Thrones geht es um eine Revolution. Ach, das Lied war's. Ah, alles klar, da muss man mit dem. Was hat der braucht? Die Infusion. Irgendein. Ach, was war das? Irgendeine Alkohol-Giftpilz-Infusion. Da. Kriegen wir hin, kriegen wir hin, kriegen wir hin. 3 Giftpilze haben wir. Definitiv. Hätte ich schon fast vergessen. Aber nach Tee schaut es nicht aus. Das ist schon ein stärkeres. Jo, hau raus. Oh, es geht ziemlich schnell sogar. Vielleicht schaffen wir es sogar noch heute. Oh, das geht richtig schnell. Hi, hau das rein, das Ding.
Lass mich mal probieren. Oh, ich fühle mich inspiriert. Brauche ein Weilchen. Komm später wieder. Jetzt muss ich mich erstmal konzentrieren. Inspiriert, du bist Thai. Habe ich die Geschichte schon? Nö, aber nicht. Okay, also müssen wir quasi den einen Zyklus abwarten, aber gut. Das haben wir jetzt für ihn schon mal. Händler kommt morgen, interessiert mich eigentlich storymäßig nicht mehr. Ich hoffe, dass wir die Halskette kriegen. Wo ist denn das Ding? Der blöde Winkelmesser, ich verstehe es nicht. Ihnen haben wir nicht auch unsere Dinger voll. Was ist denn das da eigentlich? Dein Metz. Ja. Schaut aus, bist du besser? Ne, okay. Wurscht. So, vielleicht können wir uns schon einen Raum kaufen. Allerdings. Ne, schaut. Frage ist wirklich. Da ist der Holzfäller. Da ist die Burgfeste. Da ist er wieder. Mache ich alles. Das ist kein Problem. Genau hier. In irgendeiner Truhe hat er gesagt, das ist drin. Nimmt halt mit einem königlichen irgendwas drauf. War das Flusssand ernsthaft? Da war nie unten, glaube ich. Am Camp hat er gesagt gehabt, ach, da ist ein Fisch. Ein Fisch. Okay, schauen wir mal. Mal Gaudi habe ich das mal angelegt haben. Also an der Stelle zumindest. Okay, es war nix. Sehen, was wir da für Fische kriegen. Fische. Ich immer zu langsam bin heute irgendwie. Ach, da haben wir es auch. Wahrscheinlich sind es überall die gleichen Dinge mal. Alter, okay, das ist ein fetter Balken. Anchovy. Wie kriegen wir den da auch? Vermutlich. Ja, fühlt sich vom Angefühl her genauso an, ja. Ja, eh genau. Wird überall das gleiche sein, mal. Die wahrscheinlich auch. Was an? Jetzt. Hat er nicht reagiert. Was Geräusch macht er? Jetzt. Okay, das ist was anderes. Das Ding rumzappelt. Wieder. Alter, was ist denn da los? Was ist das Satelle, oder? %. Gut, wir haben keine Köder dran. Wir hätten aber Köder daheim.
Na gut, komm, egal. Sardine, okay. Irgendwo muss das blöde Winkelmesser-Ding sein. Okay, hier ist die Straße kaputt. Ah, hier sind wir da wieder. Ah, alles klar, okay, okay, okay. Hm. Aber wo steht die Truhe? Ich verstehe es nicht. Und das ist er hier, ist klar. Hier können wir gar nichts machen. Ich komme hier nirgends rein. Ich meine, die Zelte sind nice. Aber er hat nämlich gesagt, er hat es verlassen ziemlich schnell mit ihr. Mal zum Leuchtturm runter. Er hat von der Burgfeste geredet. Da sind wir. Komisch. Also gut, ich muss sagen, die salzige Gabel wusste ich auch nicht und hab's trotzdem gekriegt vom. Aber das Ding ist nicht, oder? War nicht rein, ist die Leuchtung wert, okay. Leuchtung hat auch schon mal geschmeidiger ausgeschaut, glaube ich. Ah. Genau, komm mal her, kriegst du die Fische. Kaufen wir ihm die mal. Stahlköder. Wilde Köder haben wir aber eigentlich, also von dem her müsste es eigentlich passen. Ich weiß auch nicht, muss ich mal nachschauen bei Gelegenheit, glaube ich. Hier unten noch. Die Felder. Ich kann hier was pflanzen, wenn ich mag. Anscheinend. Weil ja nicht was pflanzt ist. Mal sauber. Was wir das gemacht haben. Auch so ein Ding. Gerade so alten Star wegmachen. Deckel kann man eh brauchen, das passt. Macht er was? Oh, Schmetterling brauchen wir eh. Hm. Frage ist jetzt nur, sind Beeren? Wie komme ich an den Winkelmesser ran? Okay, der macht doch nichts, egal. Ich muss mal herschauen, wenn der Astrologe wieder da ist. Aber ich denke, dass der... Er hat letztes Mal schon nichts mehr gesagt dazu. Oh nice, die Schmetterlinge, sehr cool. Die brauchen wir. Schmetterfleisch kommt her. War Blümchen mit? Blumken. Da kommt ein Blumken. Hm. Ja, mega geil. Okay, aber...
Wie? Vor allem wo? Damals die... Moment mal. Den Spiegel des Stolzes haben wir, okay. Die salzige Gabel haben wir auch. Okay. 2 von 6 Dingen. Den komischen Messer, den Winkelmesser oder was wir da für ein Ding haben, den hat er uns gesagt, wo er ist, aber ich finde es nicht. Ich weiß, ich bin zu dumm dazu, keine Ahnung. Wollen wir noch Schmetterlinge kriegen? Nö, scheint nicht so. Nehmen wir auch noch mit für ein paar Stückerl. Aber wo? Hat er vor dem Camp geredet, hätte ich gesagt gehabt. Eigentlich. Da ist schon eine Truhe, aber auf irgendeiner Truhe mit einem königlichen Siegel drauf geht. Ich habe keinen Schimmer. Nee, der Burgfest, da sind wir aber. Lass uns alle rein, oder? Dieser Pfad führt zur Burgfest, der Weg ist versperrt. Ja, ist klar. War nicht weh oder nee? Er hier, der sagt mir auch nichts. Da ist auch nichts um. Da können wir auch nicht durchholzen. Motten. Blumen können wir brauchen für die ganzen Infusionen und das Zeug und für das Alchemie-Zeugs. Die Motten und die Schmetterlinge auch. Ihr müsst eins nehmen damit, das müsst ihr da jetzt auch gehen. Perfekt. Okay. Aber ich finde es nicht. Also ich habe keine Ahnung von was in der Kiste das da redet. Ich habe es voll verstanden, ich habe keinen Schimmer. Ja, das ist eh schon wieder, okay. Fahren wir mal heim. Die machen wir. Ja. Jetzt was das Winkelding gern. Da haben wir die. Oh, 13 Motten und 12 Schmetterlinge, das ist nice. Das ist richtig nice, okay. Perfekt. Dungeon können wir aktuell auch nicht weitermachen, weil wir auf die Schlange warten müssen. Das Aristokraten-Zertifikat brauchen wir aktuell nicht mehr. Die Schlange ist aber heute da. Das passt. Händler, wie schaut es aus mit den Kisten? Da Ding direkt rum, okay. Die zwei legen wir da drauf. Zombie rennt, okay, Gold können wir später holen. Einmal reicht es auf jeden Fall, da haben wir jetzt aktuell Ruhe. Ein paar Bittel nehmen wir uns mit. Bei 50 passt auch. Stöcke und Steine haben wir raus. Kommt da rein. Ja, das Zertifikat kommen. Die zwei Dinger dabei auch. Das Schwert brauchen wir, Ruhestück können wir auch wegtun dabei. Das Schwert brauchen wir gleich. Bei wir aber noch. Also ich mal schauen, wo der Winkelmesser ist. Machen wir ganz kurz selber jetzt auch gerade. Fährt
Keeper. Winkelmesser. Goldener Winkel. Ach, der Astrologe hat den. Der kriegen wir, wenn wir so letzte Quest erfüllt haben, okay. Er hat aber aktuell keine mehr, glaube ich. Wer ist denn das? Wer bist du, ein Dieb? Entschuldige Störung, nein, ich bin kein Dieb. Aber bist du sicher, dass du kein Dieb bist? Warst du schon mal im Knast? Ich glaube, in 3 Tagen hast du Gefängnis abgehauen. Wow, ein Wiederholungstäter, wie cool. Lieber Werte, ich kann doch überhaupt gar kein Dieb sein, ich bin ein Marquis. Ja, also ich habe schon von Auftragskillern gehört, die sich Baron, Viscount und Gräfin nennen. Ich habe mir zu, bitte. Ich, der Marquis Theodor Junior und meine Freunde, wir wurden von der Inquisition zum Flammentod verurteilt. Wir sind keine Ketzer, das ist alles nur übelste Nachrede. Also sind wir aus dem Gefängnis ausgebrochen. Allerdings konnten nicht alle aus der Stadt fliehen, diejenigen, die überlebten, haben in der Nähe ein Lager aufgeschlagen. Deswegen bin ich hier, das heißt das DLC Game of Crown. Deswegen bin ich hier, Wärter, wir brauchen deine Hilfe. Ich kenne diese Blicke, ja, wir bezahlen dich dafür. Göldrige Diebel, zeigt mir eure Cam und lasst uns die Endline bereden. Nicht jetzt, nicht jetzt. Unsere Diener haben uns heimlich ein paar Sachen und etwas Essen für die ersten Tage beschafft. Aber wir brauchen mehr, um Zeit zu überleben, und wir wissen nicht, wohin wir gehen sollen. Warum jagt er nicht oder sammelt Pilze und Beeren? Ein Gemüsegarten wäre auch nicht schlecht. Du hast recht, aber bitte versetz dich in unsere Lage. Wir alle gehören der Aristokratie an, wir haben keine Erfahrung und nicht die richtigen Kenntnisse in solchen Umständen zu leben. Wir kennen uns aus mit Philosophie, Etikette, Rhetorik. Kannst du uns mit Essen und Trinken helfen? Und keine Sorge, wir haben mehr als genug, um dich für deine Dienste zu bezahlen. Essen und Trinken, das klingt nicht besonders kompliziert, okay, dann lockert mal eure Geldbörsen. Weil es gibt ja noch eine klitzekleine Kleinigkeit, die Inquisition sucht nach uns. Das heißt, wenn du irgendjemandem von uns erzählst, werden wir vermutlich gefoltert und getötet. Gerade auf streng geheim. Und noch was, einer meiner Freunde wollte dich unbedingt treffen. Der Esel wahrscheinlich, oder? Na, Meister Alerich, der einstige Inquisitor, der uns... Meister Alerich, der einstige Inquisitor, der uns bei der Flucht geholfen hat. Vielfältiger, was für eine Ehre, dich zu treffen. Freut mich auch, aber du musst lauter reden, er hört nicht mehr so gut. Aber ich habe doch nichts getan, um... Viel lauter, er ist beinahe taub. Wo soll ich Respekt zu verdienen? Das hast du und das wirst du, Theodoro. Könnten wir einen Moment lang unter 4 Augen sprechen? Natürlich, Meister. Natürlich, Meister Alerich. Eure finsteren Geheimnisse geben mich zum Glück nicht an. Nun, was weißt du über die Rolle, zu deren Ausübung du berufen wurdest? Wie bitte? Was hat der uralte Gott dir gesagt, als er dich herbrachte? Etwas schaut mich vor, das ist mir echt unangenehm. Keine Ahnung, wovon du da redest. Ich bestatte Leichen, halte Brilling, handle mit Menschenfleisch. Ich bestatte Leichen, handle Brilling, handle mit Menschenfleisch. Sonst nichts. Lüg mich nicht an, Wärter, ich weiß mehr, als du dir vorstellen kannst. Warum fragst du mich dann als Meister Alerich? Ich verstehe, vergiss meine Fragen, geh, lass mich einfach in Ruhe. Kein Problem, schönen Tag noch, Meister Alerich. Dieser Typ braucht echt ein Hörgerät. Schenke ihm nicht so viel Beachtung, Alerich ist ein selbstsüchtiger und grausamer alter Mann. Wie die anderen Inquisitoren. Aber du sagst, er hat dich gerettet. Marquis, ist das kein Grund, um dankbar zu sein? Vielleicht, aber es gibt auch viele Gründe, nicht dankbar zu sein. Heute Morgen habe ich mit einem ehemaligen Diener meines Vaters gesprochen. Er hat von der Unterdrückung durch die Inquisition erzählt. Die Leute haben Angst, erleben in Angst. Niemand weiß, ob er nicht der Nächste ist. Diese Atmosphäre der Angst wächst immer weiter. Haben Sie schon daran gedacht, die Stadt zu verlassen? Ich war immer noch in der Stadt, fällt mir gerade ein. Sie haben zu viel Angst für ihre Sicherheit, zahlen sie hohe Bestechungsgelder, aber diese Sicherheit ist nur von kurzer Dauer. Aber nein, generell gibt es hier keinerlei Möglichkeiten zur Flucht, außer vielleicht unserem Lager. Könnt ihr neue Flüchtlinge aufnehmen? Ich würde diesen Leuten wirklich gerne helfen, aber unser Lager ist zu klein. Nun, ich könnte euch zusätzliches Zelt bauen. Das wäre toll, es würde aber auch bedeuten, dass wir einen Brunnen brauchen, ansonsten verdursten die Leute. Alles klar.
Mein Diener haben mir meine Zahnstochersammlung gebracht. Klasse. Was hast du bekommen? Es kann... Was? Ich kann es immer noch nicht glauben, wir waren mal die High Society, warum hat uns der König nicht beschützt? Ja, nee, gell. Wo baue ich das? Ah, da oben. Alles klar, ich habe Seide. Flüchtlingszufriedenheit. Also da oben können wir 13 weiter, okay. Ah, hat juckt. Was haben wir das eigentlich? Ach, da oben ist es alles klar. Ich muss jetzt zurücklaufen, weil ich meinen Stein nicht dabei habe. Die Dinger sind gut, das passt. Kann ich da was Neues machen? Ich schau mal kurz. Wahrscheinlich nicht. Nö, Bienenstock, passt. Da ist nichts dazu gekommen. Technologien. Alter, was ist los? Willst du mich verarschen? Okay, wenigstens da nicht. Da auch nicht. Hm. Oh Gott. Da nicht, okay. So soll man Schlange da wahrscheinlich, oder? Ach Gott, ernsthaft. Schau heim. Den will ich heute auf jeden Fall noch. Ah, schaffen wir. Nein, du Penner! Wieso? Ach du Arschloch, wieso gehst du schon heim? Nein! Bleib da! Die blöden Dinger da. Ach Gott, fuck. Ja, okay. Ja, nice one. Okay, perfekt. Wuhu! Ah, Gemüsekiste. Weißt du, planst alles weit durch. Ich würde sagen, machen wir nochmal das Hexenverbrennung, oder? Das passt eh, können wir morgen machen. Burger und das Zeug haben wir, bringen wir hoch. Ich habe braucht. Waren das 10 Bier? Ich glaube schon. Ich glaube 10 Bier und 5 Burger. War deutlich weniger auf jeden Fall. Heute ist auch unten, glaube ich. Die haben wir, glaube ich, auch da irgendwo drin. Ah, da. Ich glaube 5 Burger, glaube ich, waren es. Das können wir morgen eigentlich auch hinbringen. Kaufen wir erst. Ich fühle mich so erfrischt. Stadt. In die Stadt unbedingt jetzt einmal.
Also, wo wir das herkriegen, wissen wir, wo wir das herkriegen, wissen wir. Die zwei haben wir schon. Das vermute ich von der Frau Anmut, aber ich bin mir nicht sicher. Das brennende Kohle keinen Schimmer. Hey. Okay, ist aufgebaut. Ich nehme mal das Stoppbild in die Hand. Ah, das da. Passierschein, genau. Den brauchen wir doch. Ah, aber der Ruhestein immer mit der porten wir uns wieder heim. Nicht so weit laufen. Ganze Zeit. Okay, die Zelte haben wir auf jeden Fall, den Stoff haben wir schon gekauft, das ist nice. Und das Lagerraum kann jetzt aktuell einmal warten. DLC. Hi. Was war's mit euch? Kommt ihr? Ich warte schon. Ja, Zeit wird's du. Komm mit dir. Langsam kann ich gar nicht gehen, wie du gehst. Zwischen euch reinschieben? Ja, eh. Er trägt mich, wie freundlich. Ja. Hi. Da kommen wir uns angeschissen. Bier, frisches Bier. Das Bier wäscht die Sünden rein. Saftige Burger, süß und saftig wie heilige Ekstase. 2 Stück bitte. Das ist der beste Verein, den ich je gesehen habe. Lecker. Räucherfleisch. Haha. Wiederholen sich, ja. Ach Gott. Ja, glaube ich. Der Stadt wird man noch monatelang von dieser Verbrennung reden. Wir sollten das wiederholen. Wenn immer du bereit bist, macht der Zelt einfach fertig und los geht's. Also Verkauf von Bier und Burgern 33 verdient, okay. Und 4 glaube ich. Ja, mag ich. Saugst du mir noch irgendwas? Nö, okay, mit dir bin ich soweit fertig. Was für ein Ding habe ich bei dir? 75, okay. Ja, cool, wenn wir dann Asche kriegen würden. Das wäre nice. Die arbeiten da war noch mal nix. Lassen wir jetzt einmal stehen, so weiter. Machen weiter, das passt. Wie schaut's mit den Samen aus eigentlich? Machen 2 Silberzwiebeln, aber der Rest ist eigentlich egal. 18 goldene, okay. 13 silberne ist auch nicht schlecht. Wird aber gerade jetzt gemacht, oder? Okay, Silberkürbis haben sie gerade 24, 48 bearbeitet, das passt einfach. Linsen haben wir auch genug. Die Bronze haben wir auch genug, die haben wir auch genug. Silberzwiebeln werden gerade gemacht, passt perfekt. Da haben wir überall genug, okay. Goldkürbis haben wir keine Bearbeitung als Goldzwiebeln. Haben wir 10 auf Reserve, okay, das reicht auch. Goldkürbis müssen wir schauen, dass wir ein paar kriegen noch. Aber das schaffen wir schon, okay. Ja, jetzt schauen wir kurz zum Astrologen, würde ich sagen. Morgen dann. Dann gehen wir in die Stadt. Ja, ich glaube, das ist das Beste.
Halt, denke ich, kann ich eigentlich brauchen dabei. Schaut's da aus. Perfekt Ausgang, optimal, so soll es sein. Den kann ich mehr rum, er trägt noch nicht. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 haben wir noch. Ich glaube 10 kann man hinstellen um. 2, 4, 6, 8, 10 genau. Oh, 1,54, nice. Wir haben wieder eine Trompete, aber können wir da eine Palette einbauen? Schau mal. Ah, Moment, du machst bitte wieder Holz. Holzi, Holz. Brauchen wir immer. Ah, da. Okay, du machst mal bitte ein bisschen Goldbier. Mal 30, das passt. Wir haben eigentlich alles voll, okay. Dann haben wir eine einfach das. Oh gut, egal. Das wollte ich gerade sehen, ob wir noch eine hinbauen können. Aber vorerst wohl nicht. Das passt soweit. Wie schaut es mit dem Wein eigentlich aus? Okay, 120 einmal. Das Bier, da machen wir einmal 60 raus. Also machen wir da nochmal 60 raus. Ach, machen wir mal 20 raus. Die Kisten, da passt alles, da passt auch alles. Da. Da ist auch noch Wein drin, okay, krass. Dann bauen wir den Golden raus, das Silberne raus. War das auch schon voll oder was? Dann müssen wir umräumen. Alkohol und Bier kommt dann raus und Meat kommt auch raus. Kommt dann da rein. Und dann wird das Zeug da raus. Das tun wir noch da dazu. Moment, hier. Und da was aber da drin? Da haben wir das Silber drin. Und das da und da Silberbier. Da unten. Okay, nur Rüben passt. Und das ist alles sortiert soweit. Äpfel, Weizen, Hopfen. Okay, dann Wein rein. Da haben wir das Bier rein. So, was verkaufen wir dann? Verkaufen wir die Bronze. Mal 60. Den Silber verkaufen wir mal 90. Den Wein da vom Silber verkaufen wir mal 120. Da können wir aktuell nicht mitnehmen. Nutzen, totes Pferd. Handeln. Raus. 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 Alles klar. Was liegt da? Wir sind am Ende, wir wachsen am. Was? Wir sind am Ende, wir wachsen an komischen Stollenhaare. Triff mich in der Nacht an den Klippen bei der Burgfeste. Okay.
Das sind die Klippen, ne? Strand würde ich sagen. Sind doch die Klippen. Oder? Ah, jetzt. Wagner, wo bist du? Oh, bleib weg, bleib wo du bist, ich habe ein Schwert. Beruhig dich, ich bin es Wagner. Was ist mit dir passiert? Die Fliegenpilzinvasion, anscheinend gab es da ein paar Nebenwirkungen. Ich habe das tollste Lied der Welt geschrieben, aber je tiefer ich meine Seele erforschte, umso mehr wurde ich hierzu. Und als ich das Lied fertig hatte, sah ich so aus, Frau Anmut wird mich nie lieben. Oh Wagner, es tut mir so leid. Aber es war es wert. Hier ist das Lied. Wer ist da? Ein Monster, er will den armen Kerl umbringen. Nein, wir reden doch nur. Schau bei dir. Lass mich los, ich bin der Sohn des Kommandanten. Bringen wir ihn zur Burgfeste. Alter. Volles Viech. Okay. Du sagst auch nichts? Nö. Du sagst auch nichts nice, oder? Nein. Jo. Jetzt hat man da 160. Aber was haben wir mit 20 rein? 140. Ja. 120 kann man einfach mal verkaufen, oder? Das Lied haben wir, die Passierschein haben wir. Damit. Lied haben wir da. Passierschein haben wir da. Mach mal bitte nur Eisenbahnen. Ja, mal 150. Gucken wir mal ein paar Nägel. Nicht viel, bloß ein paar. Dann brauchen wir aktuell gerade nicht. Flüchtlingslager ist neu. Ah, okay. Verkaufen wir das Zeug schnell noch? Okay, passt raus damit. Perfekt. Okay, du hast auch nichts Neues, oder? Nö. Da haben wir auch kein Geld mehr drin. Okay, dann halten wir uns zum Leuchtturm. Hilft den Astrologen dabei, die Vergebung von Frau Anmut zu erlangen. Ja, aber wie? Das würde mich interessieren. Also dann hat er den goldenen Ring, glaube ich, wohl noch. Das war das schon mal. Aber jetzt gehen wir mal in die Stadt. Wo immer der ist. Da? Ja. Der Weg in die Stadt ist versperrt. Du brauchst den Passierschein. Hab ich. Du kannst jetzt in die Stadt gehen. Yay, Stadt.
Du bist tot. Ich kann nicht in die Stadt gehen. Sarat, was zur Hölle war das? Ich glaube, ich wurde auf dem Weg zur Stadt vom Blitz getroffen. Ich habe es gespürt, ein uralter und mächtiger Zorn. Komm mal schnell hier rüber. Es scheint, als würde jemand, der etwas dich, was, oder etwas dich nicht in der Stadt haben wollen. Ich bin nicht sicher. Ja doch, eigentlich bin ich mir ziemlich sicher, dass du alles übel für dich endet. Das alles übel für dich endet, wenn du so weitermachst. Also ich bin jetzt auch ein Schädel. Übel. Aber ich muss dorthin, ich muss die magischen Gegenstände kaufen. Ich muss zurück nach Hause. Ich bin ein bisschen beleidigt, dass du versuchst, mich zu verlassen. Aber weil ich dein Freund bin, schlage ich vor, dass du dich mit Schlange im Kirchenkeller unterhältst. Ich glaube, er kann diese Gegenstände für dich finden. Er ist ein ziemlich geschickter Schurke. Du kennst Schlange? Ich rede ständig mit ihm. Ich verstecke mich in einem Haufen von Schädeln und wir quatschen. Er glaubt, dass ich seine innere Stimme bin, deshalb erzählt er mir alles. Hat er dir irgendwas Interessantes erzählt? Als seine innere Stimme finde ich es höchst unpassend, dir das zu erzählen. In Ordnung, ich rede mit Schlange, vielleicht kann er mir ja helfen. Okay, also Stadt ist wohl nett. Ja. Meditieren wir mal. Bis der Tag rum ist. Dann würde ich sagen, machen wir kurz Küche. Oh, und dann können wir mit der Frau Anmut reden. Vielleicht können wir dann am Astrologen die nächste Quest in der nächsten Runde fertig machen. Und den Winkel schon mal haben vielleicht, dann hätten wir den Emitter schon mal. Okay, Küche müsste fertig sein. Oder machbar sein, sagen wir es so. Erzählst du mir was Neues? Ja. Hallo mein Freund. Es hat endlich in der Stadt geregnet, das hat keinen großen Unterschied gemacht, aber das Vertrauen der Leute in meine Macht ist größer als je zuvor. Also werde ich diese Gelegenheit nutzen, um Reformen zu machen, den Armen zu helfen und die grausame Inquisition loszuwerden. Mein Bruder denkt genauso, wir kommen aus armen Verhältnissen, also fühlen sich die Probleme der Ärmsten sehr persönlich für uns an. Du bist ja doch eine gute Person. Meine Güte und Großherzigkeit sind tatsächlich endlos. Sorge du dafür, dass alles glatt läuft und wir machen einen besseren Ort aus der Stadt. Ja. Die Stadt kann ich nicht. Kann ich mir den Passierschein kaufen eventuell? Ich habe keine mehr. Bürger. Rechtmäßiger Bürger. Aristokratenpapier habe ich ja. Okay. Wir schauen für schlechte Zeiten. Wir brauchen wieder was. Ich kaufe noch 4, komm. Oder noch 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falls wir die Leichen umlegen müssen, dann haben wir die schon. Ist hier was Neues? Wahrscheinlich nicht, oder? Die Bunkglasfenster könnte man mal machen, wenn wir wollen. Die können wir uns sogar leisten. Du, heraus. Das schauen wir kurz, also ich glaube, so Verzierungen haben wir eh noch. Und 2 Verzierungen und 4 Glas. Und irgendein Holz, glaube ich, noch. Leck. $87, wow, okay, alles klar, läuft. Wie viel glaube ich haben wir jetzt abgekriegt? 38, oh, da geht's noch. 4 Glas, 5 Scharniere und 2. 4 Glas, 5 Scharniere und 2. Vier Glas, 5 Scharniere, 2 Goldringe.
4 Glas, 5 Scharniere. Vier Glas und 5 Scharniere. 1, 2, 3, 4, 5. Mal du bitte die Scharniere, nur die guten. Okay, müssen wir noch einen Barren schmelzen. Das Inventar passt perfekt, 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 perfekt. Die haben wir rein. Und mit dem Goldring nehmen wir raus. Und die 4 Glas brauchen wir noch. Glas war da. 1, 2, 3, 4. Okay. Mit den Barren aufbauen. Gut, also mit Stadt war schon mal nix. Kirche, das ist Morgen Frau Anmut, das Gedicht. Liedtext. Ja komm, müssen wir warten, hilft nix. Das hilft schon was. Meditieren wir einfach wieder weg. Aber bis zur Mitte von der Nacht schauen wir jetzt einfach mal. Jo. Wie schaut's denn aus? Perfekt, da haben wir einen Goldringel. Ja, dauert es ein bisschen länger tatsächlich. Oder Goldverzierungen, das war erstens, glaube ich. Gut, in die Kirche. Ich will vielleicht schauen, ob die optional sind, die Dinger, die Fenster, oder ob man die irgendwo hinbauen muss, wo schon was ist. Das sieht mir ja am meisten. Jetzt auch noch so ein Ding. Ah, okay. Ist optional. An den. Okay, können wir. Geht hier nur eins? Wohl ja, anscheinend aktuell. Und hier geht nicht. Hier auch nicht, hier auch nicht. Kann man eh nur eins bauen. Okay, dann machen wir alles eine, würde ich sagen. Bringt 5, das hat 2. Okay. Optional auf 4 notfalls. Kerzen. Damit. Gut. Jetzt haben wir 70, 71. Okay, nice. Ja, cool. Passt. Über 70. Gefällt mir. Die kommen rein. Die kommt auch rein. Nee, benutzen zu Hause. Das ist Schmelzofen, nee. Die kommen raus. Da kommt rein, genau, passt. Ja, wir lassen mal da sein, ist ja wurscht. Das ist ja wurscht. Kommst da rein. So, dann einmal geht er nicht. Okay. Dann nehmen wir noch Wasser. Kommen wir unten rein. Bis dahin ist unser Ding wieder aufgeladen, das passt auch. Unser. Nice, passt, okay. Weizen müssen wir noch anschaffen. Dass da wieder irgendwer Weizen anbaut von den Dingern da.
Mach mal. Die Kürbis weg, bitte. Und kümmere dich mal bitte den Weizen. Doch, ein bisschen was haben wir noch. 150 raus. 160 ist er wurscht. Okay. Silberkürbis haben wir eine ganze Ladung. Die Silberkürbis raus, die tun wir da rein. Hier ist noch das Bronzezeug drin dann. Jo, passt. Gut, Weizen noch unten. Das Bier wieder. Wein lasse ich absichtlich gar keine machen und Hopfen, das passt schon so. Was fehlt denn dir? Wahrscheinlich Weizen, denke ich mal, oder? Ah, ja, genau, okay, hat ihm gefehlt, passt. Ich mache weiter. Gut, Frau Anmut. Nutzen, totes Pferd. Hi, du. Hallo Süße, wie kann ich dir behilflich sein? Ich habe das perfekte Lied. Hier ist dein Lied, es wurde extra für dich geschrieben. Mal sehen. Oh, wie süß. Davon bekomme ich Schmetterlinge im Bauch. Er hat das geschrieben, seine Liebe ist so rein. Das ist eine echte Liebeserklärung, er versteht mich. Es wurde von einem Dichter geschrieben, der in dieser Taverne gearbeitet hat. Er ist in dich verliebt. Oh, ich erinnere mich an ihn. Er war so schüchtern. Wo ist er jetzt? Nun, wie soll ich das erklären? Er wurde von den Wachen gefangen genommen. Er wird jetzt in der Burgfeste festgehalten. Und so wie ich es jetzt um ihn steht, fürchte ich, dass er nicht mehr lange leben wird. Halt mich fest, ich glaube, ich falle in Ohnmacht. Wir müssen ihn retten. Ernsthaft. Versprich mir, dass du mir hilfst. Das scheint die perfekte Gelegenheit für den Astrologen zu sein, um seiner Tochter zu zeigen, wie viel sie ihm bedeutet. Ich versuche zu helfen, bleib du so lange hier. Jetzt kann man von ihr Parfüm und Schmuck kaufen. Verkaufen, okay. Der Astrologe ist morgen. Ach Gott, ernsthaft. Ist es ein Hin und Her? Zu Hause. Da ist noch alles voll, passt da. Was ist denn los mit euch? Du, mach mal bitte wieder Dinger. Ein bisschen Chaos-Extrakt. Die ist langweilig, sehe ich gerade. Mach mal bitte wieder Geschichten. Und dir fügen wir gleich noch ein Buch hinzu. Was kannst du noch machen? Du machst mal bitte noch 4 Kleber. Und komm, ein Goldelixier. Der Herstellungsraum ausbau noch 2. Ja, passt schon, weil. Wir kommen raus. Die nehmen wir mit. Ja, okay, also Kleber. 1, 2. Gold nehmen wir noch. Kannst du noch Klinik so noch machen?
eins noch. Gut, Händler kommt als nächstes. Fraumut. Was ist jetzt los? Natürlich, Ruhig hat mir erzählt, dass du jetzt adelig bist. Ja, aber er wusste da das. Naja, er folgt dir halt gerne. Auch wenn du ihn halt nicht siehst, heißt das nicht, dass er nicht direkt hinter dir ist. Ist er jetzt hier? Na, bestimmt, haha. Ah. Okay, ich klebe da mal rein. Du bist. Hör mal, der Wein, den du mir gebracht hast, war echt furchtbar. Mir ist schlecht. Aber du hast doch bestimmt etwas Stärkeres, oder? Etwas wie Cognac. Cognac, das habe ich nicht. Tut mir leid. Ah, aber du wirst deiner Freund bestimmt helfen, oder? Und welchen suchen, oder? Das Problem ist, dass niemand den verkauft und ich nicht weiß, wie man ihn herstellt. Wie viele Enttäuschungen passen in eine einzige Minute? Aber das ist in Ordnung, ich lasse mir etwas einfallen. Rede noch einmal mit Gary. Ah, da haben wir noch einen Zombie, okay. Irgendwelche Ideen, wie ich an Cognac komme. Oh ja, du musst einfach nur ein altes Fass ausgraben. Kannst du mir etwas mehr dazu erzählen? Das gehört dem alten Friedhofswärter. Wir haben die ganze Zeit zusammengesoffen. Wo soll ich genau suchen? Grabe Erdhügel zwischen dem Dorf und dem Leuchtturm aus. Es ist nicht viel Cognac übrig, also sei leise. Was soll ich jetzt denn unbedingt machen? Sart, ich weiß, weil ich wohl kaum mit meinen Zähnen graben kann. Okay, aber danach erzähle ich dir etwas ganz Wichtiges. Sehe ich das jetzt? Das DLC sei mit den Stranger Sins, denke ich mal. Ah, da. Du musst zurück nach Hause zu deiner Frau kommen, aktiviere das Portal im Hexenhügel, fertige einen Geisterlaser, um das Portal einzuschalten. Bitte Schlange bei der Suche nach den magischen Gegenständen zu helfen. Bitte Frau Mutter deine Hilfe bei der Rettung von Wagner an. Okay. Langsam wird es wieder unübersichtlich, die ganze Sache. Wäre aber nicht das erste Mal. Ja, gut. Hören wir kurz. Speichert mal. Der. Was für ein toller Ort, machen wir einen Tausch. Meine Schmiede gegen dein Haus, die Kirche und den Friedhof, ganz bestimmt nicht. Das ist ein unglaublich großzügiges Angebot gerade jetzt wollte, aber ich fürchte. Ah, er dachte, ich meine es ernst. Ich bin doch kein Vollidiot, die in dieser Müllkippe leben und arbeiten wie Pfui. Aber nicht von dir fast wie der Bauer, seid ihr zufällig Brüder? Hey, ich verrate dir ein Geheimnis. Ich war schon Schmied, bevor seine Urahnen hierher gezogen sind. Jetzt kommst du mit mir. Verhaftest du mich? Mit dem Notfall im Dorf. Horadrick versammelt alle Dorfbewohner in der Taverne. Ich bin kein Dorfbewohner. Es gibt Vampire im Dorf. Was? Wärter, bis zum nächsten Todesfall ist es nicht weit. Was? Wärter, bis zum nächsten Todesfall ist es nicht weit hin. Horadrick hat nicht einen Spezialisten verlangt, der sich mit den Toten auskennt und ist los. Vielen Dank, Rosa. Wir fühlen alle deinen Schmerz, wir kennen dein Leid. Langweilig. Das war der dritte und letzte Opfer des Vampirs für heute zumindest. Aber jeder einzelne von uns könnte der Nächste sein, der ihn trifft. Kette, der Sohn des Bauern. Rosa. Was? Kette, der Sohn des Bauern. Rosa, es fängt gerade erst an. Dorfbewohner, ich erwarte Vorschläge. Vampir? Doch nicht alle auf einmal. Bitte, Cory, dein Vorschlag zuerst. Mein Vorschlag, natürlich. Leute, hört mir zu. Nur eine Woche lang Cory und sein Bruder reparieren eure Veranda. Mit 15% Rabatt und als besonderes Geschenk gibt es einen Holzschnabeltier von Dress. Nein, das ist doch mein Lieblingsspielzeug. Gescheites Geschäft, Brüderchen. Okay, Adam, hören wir uns deinen Vorschlag an.
Mein Vorschlag ist, jedem Dorfbewohner 2 Leibwächter zur Seite zu stellen. Vor einer Woche hat eine Bande Gule obszönen Schweinegraben an meine Mauer geschmiert. Adam, das war die Teenager aus dem Dorf. Ich habe ihnen sogar geholfen mit der Grammatik. Außerdem gibt es doch gar keine Gule. Ach, ich hol's für irgendwelche Ideen. Mein Vorschlag ist, dass wir alle aufhören, tote Tiere zu essen. Das ist ja klar, dass man dann irgendwann Vampire und anderen Blödsinn sieht. Frische Wurzeln und geschmorte Blätter, das Geheimnis eines gesunden Geistes in einem gesunden Körper. Achso, darf kandierte Hühnerbeinmarinade verzichten? Niemals. Ja. Imker, bitte spuck nicht immer auf den Boden, hast du etwas zu sagen? Ja, habe ich, Leute. Seid ihr nicht ganz dicht? Ihr habt sie ja wohl nicht mehr alle. Es ist doch sonnenklar, hinter all dem steckt mein Erzfeind Hornissenmann. Aber fürchtet euch nicht, meine Armee fleischfressender Bienen ist beinahe bereit. Das, schon bald werde ich sie auf das Dorf loslassen. Das klingt ja vielversprechend. Noch irgendwelche Vorschläge? Na toll, das Ref ist vertagt. Das heißt jetzt, wir können. Was? Das heißt jetzt, dass ihr jetzt gehen könnt. Vampire im Dorf. What? Wer hast du im Moment Zeit? No. Hör mal, könnte ich dich bitten, der Sache auf den Grund zu gehen? Das kommt ziemlich unerwartet, aber es ist nett, dass du mir anvertraust. Ehrlich gesagt hat das nichts mit Vertrauen zu tun, aber wenn ich die Dorfbewohner frage, muss ich ihnen nachher noch steuern lassen oder so. Deshalb macht es doch Sinn, wenn ich jemanden von außerhalb beauftrage, oder? Ja, klar doch. Andererseits bist du sowieso ein freundlicher, hilfsbereiter Geselle. Vielleicht willst du uns ja umsonst helfen. Nö. Ich helfe gerne, wenn es eine Belohnung gibt. Ich werde es mir überlegen, wir reden dann später. Ich bin so beschäftigt und mich... Da hofft man auf ein wenig Mitgefühl in dieser Zeit der Not, aber was soll's. Was für ein gieriger Raffzahn. Also gut, gehen wir nach Hause und denken nach. Was? Finde den Vampir. Okay. Kannst du mit dir eigentlich reden? Ah, nein, auch noch nicht. Okay. Du hast auch nichts Neues. Okay, auch nicht. Okay, die scheißen uns relativ zu mit Aufgaben. Muss man schon ehrlich sagen. Eisehen ist fertig. Scheiße mit dem Ach, das passt, okay. Eisehen ist so fertig, dass wir fast keinen Platz mehr haben in der Truhe. Dann machen wir mal die Nuschets. Das Zeug da hinten rein. Der Wagen ab, oder? Grafik machen wir raus. Schauen wir es so. Es läuft halt einfach. Apropos aufteilen. Steinbruch, wie schaut es denn da oben aus? Der Säbel noch fröhlich vor sich hin. Das sind noch Steine. Ah, da machen wir ein bisschen mehr. Weil wir unendlich machen. Können wir auch weiter hackeln. Benutzen zu Hause. Morgen ist Händlertag. Das heißt, wir bauen aber Kisten. Ernsthaft, wie oft erneut. Es wird Zeit, dass du für deine Missetaten bezahlst, elendige Kreatur. Was? Mach dich bereit. Shepard, redest du mit mir? Mit dir, du fieser Vampir, bereite dich vor, zu sterben, im Namen meiner Frau und allen anderen Unschuldigen.
Hey, das ist ja lustig. Glaubst du etwa, dass ich nachts durch die Gegend gleiche und Blut trinke? Wie kann es denn sein, dass ich immer tagsüber in der Sonne arbeite? Du beweist nichts, du könntest ein Vampirmutant sein. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Knoblauchbündel. Ist das aus Knoblauch? Ah, er weigert sich. Beste Zeit, war das Gesicht. Ach, verdammt. Zufrieden. Wie mir alter Leder aus dem Orden der Jäger zu sagen pflegte. Mehr. Ich hasse dich. Wenn du mutant bist, bist du vielleicht immun gegen Knoblauchkräfte. Ich glaube, ich weiß, was wir tun müssen. Nimm diesen Holzblock und stoß ihn dir ins Herz. Wenn du stirbst, halt, ich habe eine bessere Idee. Ich finde dir einen echten Vampir und dann kannst du mich in Ruhe lassen. Und wenn du versagst, dann kannst du mich töten oder ich esse den ganzen Eimer voll Knoblauch oder was auch immer du verlangst. Abgemacht, aber versuch nicht mich reinzulegen, du bärtige Missgeburt. Seine Logik ist unschlagbar. Wäre wohl sinnvoll, wenn ich mit den Opfern rede. Kette, dem Sohn des Bauern und Rosa. Okay. Sind vergiftet, weil wir Knoblauch gegessen haben? Ich denke fast, oder? Schaut so aus. Haben wir eigentlich Technologien, was wir freischalten können? Die haben wir aktuell nicht. Wollen wir nicht hier? Holzarbeit werden 50. Bester Freund. Okay, sparen wir auf das, würde ich sagen. Nee. Regel des Brennens machen wir jetzt freischalten. Das will ich schon lange haben. Haben wir das einmal komplett in Schmied. Und komm, mischen, scheißegal, freischalten. Und Landwirtschaft auch komplett. Passt. Und Druckerblechpresse, jawohl. Haben wir jetzt Bücher, Landwirtschaft und Schmiedekunst komplett. Genau, das noch nicht, da brauchen wir noch ein bisschen. Hier ist einiges dazukommen. Hier ist einiges dazukommen tatsächlich, wow. Das war Ende eigentlich, bis auf die 2 noch. Die hat man noch, der Rest ist optional. Hier ist auch das dazukommen, die 5. Okay, was können wir jetzt neu? Druckerpresse gleich war unten im Keller. Ich nehme mal gleich ein bisschen was mit. Ja, mal nur sicher gehen. Dich nicht. Solche, mal 10 Balken. Und mal 30 Steine. Den da können wir schon bauen. Für die habe ich extra einen Platz lassen. Wahrscheinlich brauchen wir jetzt irgendwas, was ich nicht habe. Ich könnte sogar eine zweite bauen. Brauchen wir nicht. Druckerpresse 2. Okay. 6 Nägel und 4 komplexe Scharniere. Immer wieder schafft das Spiel. Da gibt es nichts Neues, oder? Nö. Ein bisschen mehr Platz hätte ich gern langsam an ein paar Stellen. Ja, nice.
Gut, dann machen wir die da hin. Ich bin der schönste Platz, aber sie hat Platz. Ich weiß nicht, was wir machen können damit, aber schauen wir mal. Flugblatt, ja, nice. Wow, okay. Die war massiv für den Arsch. Mit dir nicht durch, aber ich kann dich hinstellen, oder? Ja, passt schon. Okay, wurscht. Also, das haben wir durch. Landwirtschaft haben wir auch durch. Und Schmiedekunst haben wir auch durch. Regeln des Brennens können wir noch machen. Das schauen wir jetzt draußen, geil. Wo wir die Laternen hinbauen können. Machen wir noch ein paar Kisten, würde ich sagen. Dann machen wir morgen mit der Schlange weiter, würde ich sagen. Ja, genau. Das legen wir weg. Scharnier rein. Die kommen weg. Keine Platz drauf, ich glaube schon, gell? Ja, tatsächlich. Laternen. Amboss, Juweliertisch, Ofen, Holzschaufel, Sägeblock, Holzhackplatz, Kreissäge, Ranken, Steinfahrrad, Drehscheibe, Papierpresse, Drehscheibe. Moment. Kiste, Eisenerzlager. Ofen, hölzerner Amboss, Ofen 2, Amboss 2, Juweliertisch, Ofen 3. 3 haben wir 2 stehen. Haben wir Ofen 3 stehen? Haben wir Ofen 2? Ofen 3 doch eh. Hölzerner Amboss, Juweliertisch, Holzstapel, Sägebock, Holzhackplatz, Werkbank, Rankenpresse, Steinschneider, Drehscheibe, okay. Wo können wir die Dinger machen? Kunst des Brennens. Platz für Laterne. Laternennetzwerk. Im Ofen. Eventuell? Nö. Na gut, vielleicht gießen. Nö, hier nicht. Hier auch nicht. Steinschneider. Na, schaut auch nicht so aus. Juweliertisch. Auch nicht. Das ist wirklich eine Papierpresse. Hier. Linse, Politurpaste. Hat sich auch nichts geändert. Und dann der Schneider hat sich auch nichts geändert. Ja, auch nicht. Nein, Moment, bleib mal bitte da. Wir haben Amboss. Nein, bleib mal da. Nein. Werkzeug? Nö. Ja, auch nicht. Aber Kisten. Ich glaube 10 verkauft immer. Dann haben wir schon wieder 10 Reserve, das passt da. Irgendwann ein bisschen unten rum, aber so wurscht. Wo kann man das Laternennetzwerk hinbauen? Friedhof?
Da auch nicht. Wenn da kann es fast nicht sein. Nö. Moment mal. Haben wir irgendwo einen neuen Platz eventuell, wo wir was hinbauen können? Gebetsbank. Die können wir auch mal noch bauen übrigens. Ein Buch. Große Buch. Ich kann hier beten. Ah, kriege ich ja glaube unter. Ah. Kriege ich aktuell auch nicht. Ja, auch nicht. Wenn hier sowieso nicht. Malen macht keinen Sinn. Ganze Gebiete, ja, schön und nice. Buch wollte er, gell? Mit Bronze bleibt es Bronze, oder? Ja, das wird schon passen. Aber ein normales Buch wollte ich haben. Gar nicht besonders nicht. Was ein normales Buch? Notizen. Anfertigen. Was? Anfertigen. Also das Silber gekriegt oder was? Immer da, wenn wir es nicht brauchen können. Dann ein Bronze-Kapitel hätte ich gern, genau. Und jetzt ein ganz normales Buch. Ja, passt. Okay, optimal. Das wollte ich. Okay. Was haben wir da nichts mehr? Die Tische sind alle mehr da. Hier ist aber auch nichts mit Laternennetzwerk. Arbeitstisch, Handmischer, Kirchen, Arbeitsdestillationswürfel, Tisch, Schriftenregal, Bücherregal. Nee. Ich bin gerade irgendwie komplett überfragt, wo wir das Ding hinmachen können. Laternennetzwerk. Wird irgendwo eine neue Bank. Wir brauchen 7 Bretter und 4 Nägel. 7 Bretter und 4 Nägel. Da ist eine. Sieben Bretter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 4 Nägel. 1, 2, 3, 4. Da oben doch auch nicht, oder? Laternennetzwerk. Das konnte ich schon vor dem DLC. Na, auch nicht. Blaupause Laternennetzwerk. Platz für Laterne.
Schmied. Irgendwo was zum Aufbauen? Ah, nicht, oder? Nö, ich schau mal zu der Biene nochmal. Bienenstock, nö, na. Komisch. Um mich. Diese Laternen, aber. Muss doch da sein, oder? Ofen, Holzen Amboss, Amboss, Ofen 2, Amboss 2, Juweliertisch, Ofen 3, Holzstab, Sägebock, Holzhackplatz, Werkbank, Reissäge, Werkbank für Holz, Krankenpresse, Steinvorrat, Steinschneider, Drehscheibe, Steinschneider 2, Papierpresse. Haben wir ja alles da. Außer den Holzhackplatz haben wir aktuell nicht da. Und am Ofen würde es Sinn machen wegen Gießerei. Keramikkrug, hier geht es nicht weiter runter. Aber hier nichts Neues. Eisenbahn, Stahlbahn, Goldbahn. Nö. Haben wir geschaut, haben wir geschaut, haben wir geschaut, haben wir geschaut, haben wir geschaut. Haben wir geschaut. Angeschaut, hier haben wir angeschaut. Ich verstehe es noch nicht. Hier vielleicht irgendwo am Rand? Dass da was dazu gekommen ist? Schauen wir am Hexenhügel rauf. Hier geht es zum Weinberg, genau eh. Nö, okay. Lange nicht vergessen. Verstehe es gar nicht. Gut, hölzerne Gebetsbank, wo kommst du hin? Die kann aus einem Blumenplatz hingesetzt werden. Was gibt die? 2. Na gut, aber können wir doch eigentlich mal hinbauen. Machen wir da hin. Stein, yeah. Einfach warum nicht? Was baut das Ding? Gut, dann schauen wir zu der Schlange. Das mit dem Ding verstehe ich noch nicht ganz. Müssen wir früh genug dran sein, hoffe ich mal. Ernsthaft, du blöder Pisser. Okay.
Ja, dezent nervig. Okay. Also das selber schuld. Was haben wir noch zu verkaufen? Mal 40 Silberwein mit. Du machst mal ein bisschen, was machst du für die Dinger? Ja, komm mal. 40 solche und einmal 80 solche. Brauchen wir nicht. Da müssen wir einen Leuchter machen, zumindest das nächste. Haben wir Gold, jawohl. 1,56, nice. Wieder da. Nutzen zu Hause. Wo? Ich schau mal. Das kann doch nicht sein. Graveyard Keeper Laterne. Laternen kann man entweder auf den Friedhof oder auf die Plätze für Laternen durch den Wald zur Waldhütte stellen. Man braucht verschiedene Technologien dafür. Laternen können automatisch zum Sonnenuntergang und Ausgang spenden etwas Licht. Laternen im Wald kann man nicht mehr entfernen. Es gibt auf dem gesamten Friedhof insgesamt 9 vergessene Plätze für Laternen. Auf der gleichen Plätze kann man auch Gebetsbänke. Ach so. Der Weg zur Laterne gibt es 11 Plätze für Laternen. Auf diesen Plätzen kann ich Laternen hinstellen. Anscheinend noch nicht. Kiste, Grabstätte, hölzerne Gebetsbank. Blumenbeet draußen. Nee. Da habe ich es nicht freigestellt am Friedhof. Okay. Geh mal hoch. Auf dem Weg dahin haben sie dann angeblich Plätze. Ich meine, gut, das ist klar. Da müsste jetzt gleich der Holzplatz kommen. Ja, wo kann ich da was hinstellen? Ist das Flüchtlingslager? Okay. Kann ich aber auch nicht machen. Also ich kann Mondzelle hinbauen, weiß ich ja. Flüchtlingszufriedenheit. Hm. Hier kommt so ein Steinbruch. Da oben ist der Kohlebereich. Genau. Hier noch. Laternennetzwerk.
Da ist auch noch eins. Okay, ich denke. Jetzt, da schalten wir es quasi frei. Ah, jetzt kann ich die. Jetzt kann ich die Laterne machen. Jetzt, okay. Der Weg quasi dahinter, oder? Ja, der ist beleuchtet. Okay. 2 Glas, 4 Scharniere, 4 Steine. 2 Glas, 4 Scharniere, 4 Steine. Dann mal bitte Glas. Schauen wir uns mal die Dinger an der Kirche an, würde ich sagen, oder? Nee, immer noch nicht. Okay. Hm. Oh, sogar Glockentürme. Ah, cool. Oder Glockenturm. Glockenturm wollte ich sagen. Wir haben Glocken im Glockenturm. Hier ist eine. Okay. Okay, nice. Hier ist eine. Mal 3. Da ist nichts, okay. Vier. Fünf. Sechs. War noch nicht? Sieben. Acht. Kann man das wieder abreißen da? Notfalls? Ich habe mehr Platz. Okay. Was brauchen wir alles? Platz für einen Steinschneider haben wir. Bretter und Nägel brauchen wir. Ja, nehmen wir mal, was ich keine Ahnung. 80 mit, ist wurscht. Nägel nehmen wir auch sowas mit. Haben wir keine Ahnung, 80 ist wurscht. Die Gläser nehmen wir mit.
warten wir kurz ab. Ruhestellen brauchen ein bisschen. Wir haben ja Platz da, ist ja nice. Das ist neu auf jeden Fall. Jetzt. Ruhestellen, benutzen. Steinbruch. Wer soll mir wünschen, mehr Platz. Tja, passt hier damit. Ja, nice. Sehr nice. Eisenlager würde ich sagen, brauchen wir eigentlich nicht. Aber legen wir einmal eins hin. Komm. Steinvorrat. Ja, bloß 2 hin können wir nicht drehen, gell? Aber eine Steinschneider können wir daher machen. Steinvorrat. Dann würde ich sagen, machen wir den mal aktuell da. Ja, fertig. Ah, der ist fertig, okay. Dann Zombie, komm mal bitte du mit. Du bist dieses da. Du machst mir mal bitte Eisenerz und das mal bitte unendlich. Das war schnell. Okay, dann machen wir dich weg. Und löschen wir dich gleich. Entfernen, jawohl. Den machen wir auch weg. Da schneidet er eh gleich alles her. Du kommst da weg. Und dafür machst du mal bitte noch dein Vorrat. Und Kiste. Dann passt, oder? Ich will die Steine mal rausmachen. Und die Steine da unten rein. Und noch eine andere Laterne. Nee, da haben wir keine mehr. Holen wir uns kurz. Gas brauchen wir auch wieder. Benutzen. Moment, das brauchen wir sonst noch abbalken, oder? Wir können eine Fackel können wir auch machen. Eine Holzlaterne würde ich gerne machen. Machen wir einen Balken dazu. Benutzen zu Hause. Einen Balken und dann Niere was andere. 30 ist wurscht. Und einen Stein nehmen wir uns mit. Oh, das sind. Okay, 2 sogar. Hier können wir keine Leute machen. Schade eigentlich. Ne, schade. Wenn nice, dass da rumgeht. Was ist das eine? Ja, zumindest eine andere, das passt. Ist nice, okay, cool. Und eine Kiste hätte ich noch gern. Ich kann auch eine Kiste machen.
Hier die Steine. Ackelt mal kurz rein. Mal 2. Lass einfach da liegen. Der schneidet die her, der andere bringt es zu uns heim. Steine kann er aber schneiden, wenn er mag. Zwischendurch. Mama. Mama und Mama. Stellen wir mal da unten hin. Laternen haben wir jetzt hier alle gebaut, oder? Würde ich sagen. Da hinten ist noch eine. Haben wir auch Laternen normale. Nice. Wie viel haben wir jetzt? 1, 2, 3. Moment. 1, 2, 3, 4. 5. 6. 7. 8. 9. Darum ist keine gut. 10. 11. Ist auch nichts, oder? Nö. Kiste wäre hier nice. Können wir ab und zu, wenn wir wirklich mal vorbeirennt, den Honig sammeln und da reinwerfen. Ja, die war vorher schon da. Ja, na cool, wenn wir es tauschen könnte, aber mein Gott, ist egal. Nicht so schlimm. Dann zum Astrologen. Rickers Floyd, hi. Hi. Hab's gerade gesehen. Alles gut bei dir? Ich hoffe doch. Ich hoffe doch. Die kann man da rein, genau. Dann zum Leuchtturm. War der jetzt noch nicht wegen Geburtstag? Du, kein Problem. Ich freue mich immer, wenn du vorbeischaust, aber das ist natürlich keine Pflicht, das ist ja logisch. Aber freue mich natürlich, wenn du da bist. Geburtstag, okay, nice. Aktuell auch schwierig, denke ich mal, oder? Obwohl, nee, Moment. Wie ist denn das bei euch mit Corona, mit den ganzen Feiertagen? Aber mit den ganzen Feiern dürft ihr? Ich glaube, ich weiß, wie du deine Tochter dazu bringen kannst, dir zu verzeihen. Was kann ich tun? Ich bin bereit, alles in meiner Macht stehen zu tun und noch mehr. Es gibt einen jungen Mann, nun genau genommen ist er gerade kein Mann. Um es kurz zu machen, er ist in Gefahr, er wird in der Burgfeste gefangen gehalten. Deine Tochter will ihn retten. Warum? Nun, sie sagt, dass sie ihn liebt, also wenn du hilfst, ihn zu befreien, das wäre ein erster Schritt. Interessant, die Feste ist nicht für jeden zugänglich und gut bewacht. Ich war einmal im Zuge einer archäologischen Expedition dort. Das ist nicht gut gelaufen, wir haben aus Versehen den nördlichen Pass in die Luft gesprengt. Das war nicht unsere Schuld, der große Knall hat uns bei unseren Kalkulationen gestört. Der Kommandant hat mir angedroht, mich umzubringen, wir haben es gerade so geschafft zu entkommen. Auch viele Jahre sind seitdem vergangen, ich glaube, ich könnte im Namen der Universität eine neue Expedition organisieren. Und dann können wir diesen jungen Mann heimlich befreien.
Wie bekommen wir das hin? Du arbeitest dort nicht, doch gar nicht mehr. Paar ist Mitglieder des engsten Kreises. Es sollte nicht schwer sein, unsere Beziehung wieder zu kitten. Ich muss Ihnen nur zeigen, dass ich meine Studienfortschritte gemacht habe und schon bin ich wieder dabei. Hast du den Fortschritt gemacht? Nicht wirklich. Ich fühle mich so leer und jetzt kann ich nur noch an meine Tochter denken. Wir sind Großfamilie, also was passt alles in dem Haus? Ah, okay. War nur eine Frage, ich sage wie gesagt. Aber es ist nett dann in dem Fall, ja. Die anderen, also Oma, Opa und andere, meine Schwestern und ihre Kinder konnten wir nicht sehen. Ach, schade. Schade. Aber ich denke, jetzt ist schon fast ein Jahr dazwischen. Hat jeder, glaube ich, Geburtstag gehabt in der Corona-Zeit. Müssen wir durch, hilft nichts. Mit meinem angesehenen Namen auf den Umschlag bringt uns das so oder so Respekt. Ein Buch mit Silbern. Silbernes Buch brauchen wir, okay. Kriegen wir hin, würde ich sagen. Ah ja, kurze Zwischenfrage. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast mit dem, wenn du den letzten Tag nicht da warst, at Dead of Night. Ich liebe Astronomie. Das Spiel at Dead of Night, meine ich, also mitten in der Nacht, haben wir die letzten Tage versucht. Gestern hat es funktioniert, tadellos. Die letzten Tage davor hat es leider arg geruckelt. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Zwecks dem Jumpscare, den du gerade rausgehauen hast. Moment. Müssen wir anders machen. Ist nämlich genauso ein Spiel für Jumpscares. Gut, ein Buch. Ein Kapitel in Silber. Kriegen wir hin. Hat es bei dir auch geruckelt? Ich denke schon, oder? Das war ziemlich schlecht, ziemlich arg zum Anschauen. Das ist jetzt vorbei. Also jetzt geht's. Tadellos, es funktioniert wirklich. Okay, noch ein goldenes. Hast du aber nicht bei mir gesehen, oder? Also einfach nur gesehen, denke ich mal. Weil bei mir, ich sage, gestern hat es funktioniert, gestern war es gut. Aber die Tage davor war es leider sehr, sehr, sehr ruckelig. Ah, okay. Somit ich brauche Silber. Was? Ich brauche jetzt Silber und eine Bronze-Geschichte. Oh Gott. Kapitel. Ich brauche einmal Silber. Letzten Tag war ich nicht da. Ah ja, okay, nein, passt schon. Nur falls du es zufällig bei mir gesehen hättest, war es eben, dass ich es, oder in der Aufnahme vielleicht, es war leider, wie gesagt, sehr, sehr ruckelig. Das war leider das Problem. Geht auf meinem PC immer noch nicht wirklich, aber jetzt machen wir es über einen alten PC, das funktioniert ganz gut. Okay, 70% Bronze. Ein Gold, ein Silber. Das geht. Ah, nee. Ach, fuck. Ach, das war jetzt blöd. Das war jetzt blöd. Brauchen mindestens ein Goldpapier. Okay. Ich mag aber das Konzept vom Spiel mit den Aufnahmen. Das ist richtig gut, ja, das stimmt. Das Spiel hat leider nur das Problem gehabt, dass ihm an ein paar Stellen oder bei einigen PCs wohl
viele Probleme aufkommen. Manche haben Probleme mit den Videos, hatte ich nicht, Gott sei Dank. Aber es war irgendwie das Programm, das das Spiel verwendet, war irgendwie, keine Ahnung, kam mein PC nicht klar damit. Ich weiß nicht, ob es irgendeine Einstellungssache ist. Also PC ist einwandfrei gelaufen. Bei mir hat es tadellos funktioniert, nur im Stream. Die Aufnahme quasi war furchtbar. Es war ruckelig ohne Ende und ich weiß nicht warum. Wie mache ich so ein Einband? Da, das Schwänzle da, ernsthaft. Aber das Prinzip ist cool, ja. Ich habe gestern also mir hat mehrfach gerissen, also mehrfach bin ich erschrocken. Und wir haben ein paar nette Sachen dabei gehabt, ja, ein paar sehr, sehr nette. Gibt es nach dem Spiel später abends dann einmal. Wenn wir es fertig spielen, denke ich mal, wir haben es schon fast durch. Wir haben gestern, ich hatte schon mal zu 33% grob, wird angezeigt durch. Dann hat er eben die Rucklerei war so schlimm, dass wir gesagt haben, okay, geh nicht mehr. Dann haben wir quasi eben gewechselt. Ich hoffe, dass Silber rauskommt und nicht Gold. Warum ist jetzt Bronze rauskommen? Spinne ich? Okay. Okay. Hätte ich aufpassen müssen. Ist das umständlich? Da brauche ich Zahnräder für ein Buch. Habe gerade gleich das Internet versucht gerade zu reparieren. Über WLAN oder? Aber allgemein. Dass die Verbindung schlecht ist, also dass der Anbieter quasi aktuelle Probleme haben wir auch ab und zu, so ist es nicht, also das ist, kommt vor. Ah, okay. Ja, da kann viel dazwischen hängen, das ist richtig. Okay, Silberbuch. Dann schauen wir mal, was wir rauskriegen. Silberbuch mit Silberbuch und Silberblätter. Ah. Was brauchen wir fürs Goldbuch? Verzierungen, oder? Tatsächlich 2 Stück, wow. Ich versuch's. Vielleicht haben wir Glück. %, wahrscheinlich nicht. Ja, natürlich nicht. Mein Gott, scheiß Spiel. Mal die rein, okay, gut, dann nochmal von vorn. Ein Taschenbuch. Ja, aber jetzt geht's halbwegs, okay.
Benutzen. Okay, geht doch. Passt. Einmal. Dann nochmal Silber. Und haben wir noch Silver Story. Natürlich nicht. Aber vielleicht haben wir Glück. Naja, natürlich nicht, aber ist wurscht. Okay, was haben wir beim Buch? Ich versuch's einfach nochmal, ist egal. Vielleicht haben wir Glück. Glaub's zwar nicht, aber natürlich nicht. Ist das arschig, aber Punkte kriegen wir. Naja. Ach, Spiel. Ich lieb dich. Ach Gott. Also 2 Goldverzierungen brauchen wir. Geh mal du bitte kurz weg da. Ah, er muss dahin, okay. Das kann dauern, bis wir es kriegen. Okay, einmal. Goldbuch, Silberbuch. Gibt einiges. Mag keiner. Okay, Fledermaus. Dungeon können wir aktuell nicht weitermachen, weil wir erst mit der Schlange reden müssen. Aber Fledermäuse gibt es hier Gott sei Dank ein paar. Die mir nichts so tun können. Oder sind hier keine mehr, weil wir Laternen aufgestellt haben? Anscheinend. Und da hinten, da gibt es dann welche bestimmt. Nicht? Okay, Idee. Ich hab da noch einen Zombie rumliegen. Machen wir dem kurz die Haut aus. Passt schon. So, dann 2 Taschenbücher. Dann machen wir 2-mal die draus. Also 2-mal Bronzebuch. Und jetzt brauchen wir nochmal 2 Zahnräder. Also ne, haben wir doch 4 drin, oder?
Ah ne, passt ja, genau, können wir eh machen. Dann haben wir jetzt nochmal Silber. Gut. Haben wir das jetzt hergerichtet auf jeden Fall schon mal. Jetzt bräuchten wir aber noch... Was bräuchten wir jetzt noch? Da brauchen wir ein Silberbuch. Also wir müssen quasi einmal Silber einband haben. Silber Stories kann ich machen. Oder? Dazu geht. Okay, da können wir genug machen, das ist kein Problem. Okay, jetzt kommt wieder alles zusammen. Was brauchen wir? Wahrscheinlich haben wir jetzt keinen Weizen mehr, auch nicht mehr. Ah, Papiermatsch. Ja, gerade 20 Weizen. Wenn das hier da ist, das grüne Symbol, bitte erinnert mich dran, dass wir zur Schlange gehen. Sonst vergesse ich es wieder. Na gut, nehmen wir 60 raus. Das haben wir noch quasi morgen das Händler und dann kommt Schlange wieder. Noch 2 volle Tage, sage ich jetzt mal. So, 3-mal Papierpampe. Dann legen wir das wieder da rein. Die kommt rein und Glaube kommt rein. Laufen müssen wir auch unbedingt. Wir verlieren die ganze Zeit Energie, weil wir nicht laufen. Dem Symbol da oben. Haben wir die 50 wieder voll, jawohl, passt. Dann Papier herstellen. Haben wir da. Hier liegt auch was rum. Gas kommt rein. Die Barren können wir da rein tun. Schon Weizen fertig. Mal du bitte auch noch Weizen. Nehmen wir mit. Ja, du mal bitte auch. Einmal da mal rein. Farbe haben wir noch 2 Stück, das passt. Papier kommt unten rein. Ich laufe mal kurz zwischendurch. Machen wir den Debuff weg. Und die Energie ist wieder voll. Gut, dann. Ich habe Wasser vergessen. Auch noch 4 Eimer. Farbe nehmen wir mit hoch. Müsste hier drin sein normalerweise. Mal 20 raus. Hier brauchen wir aktuell, glaube ich, nichts. Ich schau mal kurz zu ihr.
Ah, die sind gar nicht da, okay. Händlerzeugs haben wir noch, das passt. Das übrige Weizen tun wir da rein. Papier. Jawohl. Einmal. Das kommt da rein. Farbe kommt da rein. Und Rest brauchen wir da unten. Mit der Golddinger Eisen. Bringen die mehr? Ja, ein bisschen, okay. Ein bisschen. Dann haben wir Papier wieder. Die können wir alle rein tun. Silber. Haben wir sogar 10% Schatz auf Gold, okay. Machen wir da ein paar. Ah, wieder Gold, okay. Wir haben überraschend viel Glück tatsächlich. Ich glaube, die Goldgeschichten sind günstiger wie die. Die Bücher, oder? Haben wir nur 2? Scheiße, sicherheitshalber nochmal, der wollte ein silbernes Buch, oder? Das heißt, silberne Qualität, genau. Gut, wir haben ein Silber einband. Wenn wir Goldgeschichten könnte man das machen. Wir gehen. Mit meinem Glück kommt natürlich jetzt ein goldenes Buch raus, ist ja klar, weil brauchen wir nicht. Passt, perfekt, haben wir. Okay. Das war jetzt ein bisschen, das war jetzt eins von den schlimmsten Sachen überhaupt. Tatsächlich. Das Buch brauchen wir, das brauchen wir für den Astrologen. Das Schwert brauchen wir, also Schwert brauchen wir morgen. Astrologe haben wir hergerichtet. Das Schwert haben wir. Dem haben wir schon Bescheid gesagt. Ich weiß, bei der Frau Anmut, das machen wir mit ihm. Frau Kette, gut, dann fragen wir die Leute kurz durch. Wir haben einen Vampir im Dorf. Über den Vampir. Kette, könntest du mir was über den Vampir erzählen? Nein, das kann ich nicht. Ich werde kein weiteres Wort mehr sagen, bis Horadrick sich für sein abscheuliches Verhalten entschuldigt.
Ah, okay, ich werde mit ihm reden. Ach Gott, ernsthaft. Katie will, dass du dich entschuldigst für ich soll mich entschuldigen. Ich habe den Liebehaber meiner Frau in meinem eigenen Schlafzimmer erwischt und ich soll mich entschuldigen. Stell dir das nur vor, er hat mich angesehen und ist dann durch das Fenster entwischt. Jetzt besteht sie darauf, dass sie geschlafen hat und dieser Typ ein normaler Vampir war. Vielleicht hat sie recht. Geh zu ihr und sage, dass ich eine Erklärung verlange. Mein Gott. Horadrick verlangt eine Erklärung. Was? Eine Erklärung? Ich frage ihn, warum er in dieser Nacht erst nach Mitternacht nach Hause kam. Ja, mal, tut mir leid, dass ihr Probleme habt, aber kannst du mir nicht etwas Nützliches verraten? Ich weiß von nichts, ich habe geschlafen. Also gut, bis später. Warte, der Astrologe weiß über Vampire Bescheid. Er hat gesagt, dass er schon einmal von Vampiren angegriffen wurde vor 30 Jahren. Okay. Sind wir jetzt fertig mit 2? Ja, sind wir. Wen müssen wir noch fragen? Astrologe müssen wir eh hin. Rosa. Und Bauern. Ah, Sohn ist es. Ich habe gedacht, das wäre die Tochter. Okay. Über den Vampir. Rosa, der Vampir, der dich angegriffen hat, darf ich... Ich habe mein Blut getrunken. Oder es tut mir wirklich leid, aber kannst du bitte etwas leiser sein? War das packend und finster? Die Zeile habe ich viele Stunden lang geübt. Ja, du bist die Beste. Freut sie sich. Also könntest du mir erzählen, was passiert ist. Er lockte mich in die Scheune, indem er die Geräusche einer schwangeren Kuh imitierte. Dann packte er mich und hat angefangen, mein Blut zu trinken, aber er hat es sofort wieder ausgespuckt. Als würde ich ihn anwidern. Das war schon irgendwie ein wenig beleidigend, wenn mein Mann zu Hause gewesen wäre. Und was ist dann passiert? Er sagte schon wieder B, Gruppe B, als ob ihr mich alle ärgern wollt, und dann lief er fort. Er war keine B-Gruppe. Danke für deine Hilfe, ich hoffe, dass ich die Kühe schöne Kälber bekommen, okay? Was? Ah, Händler. Hallo, wie ist dein Leben so mit dem neuen Titel? Es ist ein Elend, der König hat es sich angewöhnt, Müll zu essen und das scheint ihm auch gar nichts auszumachen. Ich versuche seinen Geschmack zu verbessern, aber das ist viel Arbeit. Wenn du so viel zu tun hast, warum kommst du dann nicht noch her? Meine neue Arbeit bringt viel Ehre, aber nicht viel Geld und mein ehrenwerter Bruder ist anscheinend hoch verschuldet. Meine bürgerliche Pflicht, ihm zu helfen, also hört der Spaß für mich nie auf. Machen wir ein paar Geschäfte, haha. Mach mal. Mach mal kurz, Moment. Zu Hause. Jo, passt. Ich würde sagen, dann müssen wir da warten. Dann gehen wir kurz zum Bauern, ist ja egal. Und porten wir uns wieder zum Händler hin. Da ist er. Okay, Bauernsohn. Ich dachte, es wäre wirklich auf seine Tochter. Okay. Jetzt steht Bauernsohn da. Ich muss meine Arbeit erledigen oder Vater wird furchtbar böse sein. Über den Vampir. Ich habe ein paar Fragen für dich, Kleiner. Über den Vampir versprichst du mir, dass du nicht lachst? Mein Vater, mein Onkel, alle Nachbarn, keiner glaubt mir. Alle lachen mich aus. Ich verspreche dir, dass ich nicht lachen werde. In der Nacht haben mein Vater und Onkel Müller Whisky getrunken. Ich war allein zu Hause und ein Mann kam durchs Fenster gestiegen. Erst dachte ich, dass es mein betrunkener Vater ist. Ich habe ihn sogar noch Papa genannt. Aber es war, als würde er mich nicht
nicht hören. Interessant, erzähl mir mehr. Ich wusste irgendwie sofort, dass es nicht mein Vater war und dann habe ich mich unter meiner Decke versteckt. Und dann ist er einfach verschwunden. Bitte lach mich nicht aus, aber alle lachen an dieser Stelle. Keine Sorge, mit 15 hätte ich auch wahnsinnig Angst gehabt. Danke, aber ich bin 22. Okay. Null. Das hat noch nicht einer. Gut, so soll das sein. Haben wir ausgefragt, okay. Sonst können wir eigentlich aktuell... Die DLCs möchte ich noch gar nicht anfangen. Vampir sind wir dabei. Ist auch schon DLC, glaube ich. Aber... Zu der können wir, nachdem wir beim Astrologen waren... Ist wir fertig. Zwischen dem Dorf und dem Leuchtturm. Wir können uns auch heimporten. Kaufen nochmal Federn. Zwischendorf und Leuchtturm. Hier müssen wir Cognac-Fass ausgraben, okay. Sehe ich das irgendwo? Hier ist eine Paresse. Okay, das war's nicht. Solche Stellen suchen wir auf jeden Fall, okay. Nee. Rostige Axt, nice. Da ist noch was. Da kommt der Gary. Oh, ich halte es nicht mehr aus. Wo ist mein Cognac? Schau mal, etwas Großes aus Metall. Heiliger Saat, das kann doch nicht sein. Die archäologische Maschine des Friedhofswärters. Und dein Freund, der den Cognac vergraben hat? Nein, der kam vor ihm. Ein cooler Erfinder und Zombiemacher. Ich glaube mir, diese Maschine ist viel nützlicher als einfaches Fass Cognac. Wie viele Friedhofswärter gab es? Das ist ein echter Schatz, Mann. Damit kannst du sogar nach Hause zurückkehren. Grabe schnell aus. Friedhofswärter, halte ein. Lampe später im Keller. Nur Landbesitzer dürfen auf den Ländereien des Dorfes graben. Außerdem ist alles auf den Ländereien des Dorfes Allgemeinbesitz. Hör mal, wie wäre es mit... Tut mir leid, aber du bist zu arm, um mich zu bestechen. Weißt du doch nicht. Rede mit Gary über die Maschine, die du gefunden hast. Okay, machen wir auch noch. Du hast hier sonst nichts mehr graben, oder? Denke mal. Nee, warum wohl bloß die 3 Stellen? Was da unten eigentlich noch? Da ist auch noch was? Okay, doch. Silbernagel, ja gut, nehme ich auch. Gut, dann holen wir unseren Gewinn noch ab. 1,21, sehr nice. Dann heim, schlafen, Schlange. Das werden wir noch schauen danach.
Gut, Axt kann da rein. Und das Zeug machen wir gleich weg. Ein bisschen warten müssen wir eh noch, bis er da ist, glaube ich. Denke ich mir mal. Ja, vielleicht ist er gleich da. Bring das Zeug trotzdem kurz weg, sonst haben wir so viel Zeug dabei. Nackes müssen eigentlich oben rein. Aber Federn und Schädel kann ich wegbringen. Wieder hier rein. Schädel haben wir hier. Dann gehen wir zu der Schlange. Oder zu Schlange. Ja, gut. Wow. Dave, hi. Heute fängt jeder mit einem Soundeffekt an. Servus. Da ist er. Ritualzeit. Wegen der Halskette, wegen dem Ritual. Weißt du irgendwas über den Schlüssel für die 11. Kerkerebene? Das Wissen darum ist verboten. Ich glaube nicht, dass du jetzt schon bereit bist, all meine Geheimnisse zu erfahren. Es wird vermutlich deine letzte Aufgabe sein, dich ganz tief in die Kerke zu wagen. Okay. Schlange, kannst du mir helfen, ein paar Gegenstände zu finden? Kannst du mir helfen, etwas in der Stadt zu finden? Ich kann alles finden, was brauchst du. Eine Spiegel des Stolzes, eine ewig lodernde Kohle und eine salzige Gabel. Spiegel und Gabel haben wir schon. Komisches Zeug. Wie dir vielleicht aufgefallen ist, arbeite ich derzeit an einem wichtigen Projekt. Deswegen habe ich nicht viel Zeit, aber wenn du mir hilfst, helfe ich dir. Okay. Suche das Zeug, das ich suche. Weißt du, wo ich das Zeug, das ich suche, herbekomme? Das war ziemlich einfach. Ich habe nicht einmal danach gesucht. Ich habe einfach einen Abend in der Taverne in der Stadt verbracht und habe den Leuten zugehört. Jeder weiß, dass der Bischof den Spiegel des Stolzes immer bei sich trägt. Den haben wir schon. Man munkelt, durch den Spiegel könnte er mit seinem Boss reden. Haha. Die Wahrheit des Inquisitors sagt mir, dass die ewig lodernde Kohle das wertvollste Artefakt seines Meisters ist. Okay. Der Inquisitor hat die. Er trägt sie in seiner Tasche mit sich herum und sie verbrennt ihn die ganze Zeit. Darum ist er immer so wütend. Eine salzige Gabel hat ein Freund der Händler. Das ist komisch. Wir benutzen sonst immer einen Löffel in der Stadt oder unsere Finger. Anscheinend kann er damit besser essen. Okay, ich hasse Höflichkeit. Das ist das Zinnerschwert. Okay, Ritual. Das ist ein schickes Schwert. Und der Timing ist perfekt. War nur Spaß. Ich folge dir schon eine Weile. Und ja, mir ist bewusst, dass du das Schwert hast. Das ist mein Gefolge. Sie haben sich hier versammelt, um Zeugen meiner Macht zu werden. Ist das echtes Blut? Jo. Hier ist das ganz schön unheimlich. Jo. Ich bin mir nicht sicher, dass das eine gute Idee war. Ich glaube, du hast recht. Also muss ich dich mit diesem Schwert töten und dann kehrst du von den Toten zurück. Wow. Wie hat Schlange das nur angestellt? Er muss so mächtig sein, wir sollten ihn anbeten. Bla bla bla. Das ist gar nicht in Ordnung. Er zittert von meiner Macht über das Leben und den Tod. Das sind nur leere Worte. Folgt mir und ihr werdet unsterblich. Du bist tot. Ich muss zur Schlange zurückkehren und ihm aufs Maul hauen. Ha? Und deswegen haben die euch belogen, aber ich werde euch nie belügen.
Nach dem dunklen Ritual werden wir sie alle unterwerfen. Da ist er. Er ist am Leben, er ist unsterblich. Sieh her, mein erster Gefolgsmann. Jetzt geh nach Hause und erwartet meine Befehle. Mein Leben wird nie mehr das alte sein. Heilschlange. Müssen wir jetzt immer noch zur Kirche? Die war so dramatisch. Er hat recht, diese Stadt braucht Veränderung. Die war so dramatisch. Sind wir hier fertig? Klar, ich muss nur noch ein paar letzte Vorbereitungen treffen. Aber ich bin dein Mann. Aber ich bin dein Mann, Mann. Okay. Und jetzt? Hilfsschlange bei seinem Ritual haben wir doch gemacht. Wegen dem Ritual. Was? Leichte Verwirrung. Okay, dann pöbelt man morgen den Inquisitor an. Schauen wir mal, ob wir die Kohle kriegen. Also die endlos lodernde Kohle-Dingens-Teil. Die passt da. Da rein. Da rein. Was können wir noch freischalten? Technologien. Hier haben wir aktuell alles, was wir machen können. Mehr können wir aktuell nicht freischalten. Hier haben wir noch was. Hier haben wir alles gemacht. Hier haben wir auch alles gemacht. Schmied sind wir auch durch. Bauen und Handwerk. Ich weiß nicht für was, aber komm, wurscht. Dann haben wir das auch durch. Rezepte kriegen wir noch ein paar, das ist neu dazugekommen, das Zeug. Da ist bloß noch hier, Theologie. Steinerne Gebetsbank, ja, egal, komm. Ja, wurscht, was wir freischalten. Oder sparen wir mal auf das Größere da. Schein des Glaubens könnte man auch machen, gehört zu Sterne 3. Da warten wir noch. Was haben wir jetzt geholt? Holzarbeit, für was weiß ich nicht. Und du hast eine Nase für Edelsteine, also findest du sie öfter. Außerdem kannst du wirklich feinen Schmuck herstellen. Okay. Der Schmuck geht quasi schneller, vermute ich mal. Man braucht nur einen Goldring noch. Ich glaube, man 2 braucht dafür. Geschnitztes Holz. Ich weiß nicht für was, aber wir werden es schon irgendwann brauchen. Wir können es. Ah, da ist er. Endlich. Musst du wirklich jedes Mal sagen, wie erfrischt du dich fühlst. Was machst du hier? Wir haben ein Riesenproblem. Ein berühmter Vampirjäger ist auf dem Weg zu deinem Friedhof. Und er wird mich umbringen und deine Kirche vermutlich niederbrennen. Warum wirst du von einem Vampirjäger gejagt? Ich bin der Demonstration meiner Macht über Leben und Tod wohl ein wenig zu weit gegangen. Und einer meiner Kultisten war dumm und geschwätzig. Es ist echt schwierig, heutzutage gute Leute zu finden. Was machen wir jetzt? Wir müssen in der Nähe des Hexenhügels auf dem Weg zum Friedhof eine Falle vorbereiten. Wir lassen es wie einen Unfall aussehen. Ich habe im Bordell in der Stadt schon eine Ablenkung für ihn vorbereitet. Jetzt haben wir ein wenig Zeit, aber nicht viel. Erwarte dich am Hexenhügel gleich über der Straße. Okay. Achso, über der Straße müssen wir unten rum.
Passt, die machen Weizen, okay, optimal. Ja. Ich sehe ihn nicht. Ah, da. Endlich hast du ein Holzbrett mitgebracht. Warum hatte ich das tun sollen? Vielleicht weil ich es dir gesagt habe? Nein, hast du nicht. Okay, ja, egal, hol einfach eins. Spiel, ne. Hier, Holzbrett. Gut, alles ist bereit. Du hast Glück, dass er noch nicht hier ist. Warten wir einfach. Wie lange müssen wir noch warten? Nur noch ein bisschen. Geht die Tage jetzt wirklich rum? Bist du sicher, dass er noch kommt? Ja, wir müssen nur geduldig sein. Kein Mensch verbringt so viel Zeit in einem Bordell. Dann ist er da, vielleicht gar nicht. Ich bin echt müde und ich habe Hunger. Da steht auf dem Spiel, bleib einfach ruhig. Ja, komm, mach dich bereit. Wir haben nur die eine Chance. Ich liebe Nebenaufgaben. Einfach schnell rein und raus. Schieb. Was? Ah, das war Baby einfach. Berühmter Jäger, unbesiegter Krieger, Wie nett von ihm, dass er seine Medaillon mitgebracht hat. Jetzt können wir auch den tiefen Teil des Kerkers erforschen. Was ist jetzt? Beseitigen wir die Leiche und räumen wir den Weg frei. Triff mich am Kerkereingang. Ich habe die letzte Aufgabe für dich. Wir sind ein super Team. Aha, aber ich darf es wegräumen. Ist es ein guter Zombie vielleicht? Egal, komm. Jetzt haben wir 2, könnte man immer rausnehmen. Weil wir noch 3. Das wäre ne. Ups. Hat versehentlich gebrannt. Ah. Okay. Dann gehen wir da durch. Sorry, weg damit. Was ist das? Bestattungsurkunde, die brauchen wir noch, okay, passt. Stein und Asche.
So, nee, auf keinen Fall zerlegen. Wie können wir mal machen? Die haben wir uns nicht angeschaut. Versuchen. Haben wir uns noch was nicht angeschaut? Das ist alles zerlegbarer. Versuchen. Das kann man zerlegen. Nee, das will ich nicht zerlegen. Die will ich auch nicht zerlegen. Okay, das noch. Ui, das gibt einiges. Die Stories kommen da rein. Die Lösung haben wir da drin. Nee, da. Salz. Salz haben wir hier. Stein kommt oben rein. Jägermedaillon, okay. Er ist es ewig, denke ich mal. Oder? Ist er noch da? Ich glaube nicht mehr. Nö, alles klar. Aber Dungeon können wir weiter rein. Das ist schon mal ganz gut. Deeper in the Dungeon. Wie schaut's da aus? 10 Kisten sagt er, okay. 2, 4, 6, 8, 10, jawohl. Stein raus. Ist Astrologe. Mal über die Barretta. Müssen wir auch mitnehmen. Dann Kisten. Mal 5 Stück. Brauchen wir nochmal 5. Nehmen wir die. Haben wir 10 durch. Sind gleich gemacht. Dann gehen wir hoch zum Inquisitor. Ach Gott. Dann können wir zum Archäologen. Nicht Aristokraten, nein, nicht Archäologe. Astrologe. Mein Gott. Gut. Du hast die Kohle, habe ich gehört. Dunkle Zeiten stehen der Menschheit bevor. Ich habe 2 Nachrichten für dich. Eine ist schlecht, die andere ist gut. Zuerst die schlechte Nachricht. Es scheint, als wäre der König besessen. Er redet neuerdings zu viel von Männlichkeit und Menschenrechten. Ich hatte eine Audienz bei ihm und er hat mir gesagt, dass es nicht rechtens sei, Leute einfach so zu entführen und bei lebendigem Leib zu verbrennen. Nicht, okay. Also müssen wir unsere kleinen Verbrennungen erst einmal aussetzen, bis wir ihm Beweise gebracht haben. Aber hier ist die gute Nachricht, ich weiß, woher wir diese Beweise bekommen. Vor nicht allzu langer Zeit haben wir eine Hexe gefoltert. Ich meine befragt.
Sie hat geschworen, dass sie unschuldig sei, aber nach ihrem Tod erschien ein großer roter Geist, der wie ein Hühnchen aussah über ihre Leiche. Der Geist mit der gruseligen Stimme kündigte den jüngsten Tag an. Der uralte Fluch kehrt zurück und die Toten werden auferstehen und Rache suchen. Das klingt nach Hexenwerk. Wir entschlossen uns, jemanden von der Universität danach zu fragen. Glücklicherweise hatten wir jemanden in einer unserer Zellen. Er erzählte uns, dass die Stadt einst mit einem schrecklichen Fluch belegt wurde. Nur eine uralte Abmachung konnte diesen Fluch abwenden. Das erste Anzeichen des Rückkehrs dieses Fluchs sollten von dunkler Magie eingefärbte Organe in Leichen sein. Wir müssen sie sammeln. Ein dunkles Herz, ein dunkles Gehirn und dunkle Innereien. Erfinde sie in Leichen und bringen sie mir als Beweis für Hexenwerk. Das sind ein paar alte Notizen, vielleicht helfen sie dir ja. Du hast neue Theologie freigeschaltet. Entfernen dunkles Hirn, entfernen dunkles Herz, entfernen dunkle Innereien. Ich suche nach einer ewig lodernden Kohle. Ich habe von einer deiner Wachleute gehört, dass du eine ewig lodernde Kohle besitzt. Ich brauche sie, um meine Familie wiederzusehen. Familie, ich hatte mal eine Familie, aber sie sind alle verbrannt. Meine Frau und mein Sohn in meinem Haus lebendig verbrannt. Mein Haus findet beim großen Knallfeuer und mein Sohn war so jung. Ich habe nicht einmal seine Überreste gefunden. Aber ich habe in der Asche dieses Stücks Kohle gefunden. Und das brennt seitdem und befeuert meinen Zorn. Ein Hexenritual oder Kultisten haben diesen Knall ausgelöst und ich habe danach die Inquisition gegründet, um das Böse zu bekämpfen. Ich kann es dir nicht geben, bis sie nicht alle getötet wurden. Vielleicht eines Tages mit deiner Hilfe, aber nicht vorher. Okay. Das sind 15, haben wir 90. Ja gut, geht noch nicht ganz. Also jetzt brauchen wir quasi wieder Leichen. Dann können wir die Organe rausmachen. Okay, passt, alles klar. Da geht's auch weiter. Mit den dunklen Organen können wir eh irgendwas machen, glaube ich. Mit der Anatomie war das, glaube ich. Dunkle Leichen, genau. Kultist. Alles hat Bedeutung, du kannst. Ach, mega geil. Auf das warte ich schon die ganze Zeit. Das warte ich schon die ganze Zeit. Ach Gott, fuck. Endlich sieht, was man rausmachen muss. Aber die weißen und roten Schädel. Ach Gott sei Dank, das gibt's. Okay. Ich weiß, auf was wir hinspannen. Yay. Mega nice. Okay. Das will ich unbedingt. Wichtiger als alles andere. Jetzt wird er lachen, weil jetzt lese ich, fühle mich so erfrischt. Da haben wir auch Kisten auf Reserve. Was sind das? 2, 4, 6, 18. Ja, genau. Einverkauft, passt perfekt. Oben ist eh alles voll, hier ist alles voll. Perfekto Mundo. So soll das. Dann machen wir jetzt aber kriegen wir bei Flugblätter auch was. Kriegen wir 2. Notizen. Kriegen wir auch 2. Kann der Flugblatt scannen? Sieht nicht so aus. Okay, können wir uns wieder nehmen. Beim Astrologen können wir wieder Bücher kaufen. Dann haben wir wieder 75 mehr auf Anhieb. Das ist schon mal gut. Dann schlafen wir und porten wir uns zu ihm. Gehen wir gleich raus.
Ja, Moment mal bitte kurz. Bin sofort wieder da. Okay, heute wieder da. Oder? Jetzt wieder endgültig da. Astrologe. Benutzen. Leuchtturm. Ei. Handeln. Du und du. Ein. Benutzen. Benutzen. Genau, jetzt haben wir schon wieder 210. Alles klar, geht. Über die Vampirbegegnung. Horadricks Frau hat erwähnt, dass du schon einmal eine Begegnung mit Vampiren hattest. Vampire, das war vor langer Zeit, sogar bevor dem großen All. Ja, es war ein Weilchen rechts vom Wasserfall, mein Freund der Wärter war bei mir. Wir haben ein Picknick, glaube ich, und dann kamen auf einmal 4 Typen mit langen Zähnen vorbei und griffen den Wärter an. Aber irgendeine merkwürdige Magie beschützte ihn und verwandelte sie alle in Vampirkiefer. Unglaublich, weißt du sonst noch was über Vampire? Und als Beispiel habe ich gelesen, dass Alchemisten 4 Blutgruppen entdeckt haben. Vampire trinken nur Blut mit der Blutgruppe 0. Von den anderen Blutgruppen bekommen sie Karies, Magengeschwüre, grüne Pusteln auf der Haut, jahrzehntelange Lähmung und andere Beeinträchtigungen. Mein Kindheitstraum hat sich erfüllt. Ich bin ein Detektiv, so wie Sherlock Holmes. Also deduzieren wir mal. Oder war das Induzieren? Ach, egal. Roderick hat den Typ nicht erkannt. Rosa auch nicht. Und außerdem, der Sohn des Bauern hat ihn gerufen, aber er hat ihn nicht gehört. Also ist er kein Dorfbewohner und er hört schlecht. Der Inquisitor, der alte Meister. Ich muss mit Meister Alerich reden und dem Marquis. Hier ist das Buch. Hier ist mein Werk. Schön einbauen, in Ordnung. Komm nächste Woche vorbei und ich erzähle dir, wie es gelaufen ist. Okay. Kriege ich mal auch Federn, okay. Kaufen wir uns noch eins. Zu Hause. Okay, geht voran, geht voran, geht voran. Das ist hier einsortiert. Stift und Tinte, okay. Da ist die Platz gehabt, scheinend. Dunkles Elixier. Was machen wir noch? Gliberinjektion machen wir 10. Herstellungsinjektion machen wir eine. Überinjektion machen wir noch eine. Injektion machen wir noch eine. Was soll der auch noch? Okay. Machen wir die Säure, die Lauge raus. Dunkle. Machen wir noch rein. Säure machen wir auch raus. Was ist damit rein? Wir brauchen Leichen. Ja, 10 Stück würde ich sagen, das passt soweit. Zombie haben wir noch einen. Nehmen wir mal mit. Auf daher. Da kann man nachfeuern.
Da auch. Mit Dungeon können wir, verkaufen können wir. Mal 40 nutzen, totes Pferd. Handeln. Gut. Da ist alles hergerichtet, das passt da. Da müssen wir eine Woche warten. Da können wir was machen. Die Leichen können wir anfordern. Mit ihr können wir reden. Genau, heute kriegen wir keine, morgen kriegen wir dann eh keine, das passt. Da können wir so aktuell auch, wir haben aktuell problemlos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Theoretisch sogar 17. Aber das will ich unbedingt da. Das ist aktuell uninteressant. Hier sind wir wirklich komplett durch. Hier auch. Hier sind wir auch komplett durch. Hier sind wir auch komplett durch. Ja, und hier haben wir noch einiges zu lernen. Okay. Was passt? Passt. Habe ich wieder blaue gekriegt? Nee, schade. Da hat man noch 25 Punkte drin. Die Bücher können wir aber nicht selber herstellen, oder? Ich glaube nicht. Geschichte. Ich kann direkt Geschichten herstellen mit Glauben. Ob wir das herkriegen, weiß ich nicht. Wahrscheinlich haben wir einen Kultist kriegen. Jede Art von Arbeit macht dich stärker, auch die böse. Du hast dich an die dunkle Seite gewöhnt und sie lässt dich effektiv erschaffen. Vorstellungskraft, Inspiration, Reichtum, Rachegebet, Ruhestättengebet. Okay, noch. Spielgrund. Machen wir da 3. Verkommen. 12 machen. So, das Extrakt passt auch noch 10. Was auch noch 5, also 20. Auch nochmal. Chaoslösung brauchen wir nicht. Giftige Lösung brauchen wir aktuell auch nicht. Dann machen wir 3. Todeslösung kannst du mal noch 6 machen und Todespulver brauchen wir noch unbedingt. Ob ich Todespulver herkriege, weiß ich nicht. Ich kann es kaufen, Todespuder. Gefährdet dann, Arbeitszimmer beendet, doch gefährdet an Alchemie, zersetzter Tisch für Zombie, Alchemie-Mühle. Aber für was? Wirklich nur den Todesschleim? Ich hoffe doch nicht, oder? Noch ein Gepulver. Chaosschleim können wir noch machen. Kriegen wir ein paar Materialien zurück, okay.
Na gut. Der ja gebeichtet. Da kriegen wir auch dazu. Dann warten wir kurz und dann würde ich sagen, machen wir noch Küche. Dann gehen wir nochmal Dungeon. Dann hätte ich gesagt, mache ich eine ganz kurze Pause, ich hole mir was zum Essen. Aber erst Dungeon. Gebt. Gebt mir euren Glauben. Ich benutze ihn, um Zombies zu erschaffen. Alkohol ist auch nicht schlecht. Sind 50. Okay. 21. Du. Zeit haben wir genug, das passt. Den Ruhestall will ich noch, muss man wegmachen, das hilft nichts. Beziehungsweise ich lege mal da rein, das ist ja wurscht. Wenn wir schon da finden. Das Siegel brauchen wir, Jägermedaillon. Haben wir schon geklärt, den Dungeon, den 10er. Allerdings kommt man nicht weiter, weil hinten eine Tür ist, ein Tor im Weg. Ich weiß bloß nicht mehr genau wo. Ah ja, genau. Okay. Keine Ahnung, was da jetzt kommt. Was für Geviech. Dein Golem. Oder Graphit-Golem? Braucht man nicht. Goldene Samen. Nice. Alles mitnehmen. Okay, wow. Die packen ein bisschen rum, glaube ich. Habe irgendwie so ein Gefühl. Ich habe jetzt schon keinen Platz mehr, ernsthaft. Du musst echt nach jeder, spätestens nach jeder Ebene musst auslernen. Den brauche ich unbedingt, den Schleim. Weizensamen zerstören. Oh. Schlüssel brauchen wir nicht unbedingt. Graphit ist gut. Die goldenen brauchen wir auf dem Fall auch. Pulver ist sehr gut. Giftiges Puder. Ja, mal schauen. Notfalls können wir die Dinger noch wegwerfen, die Bretter oder die
Okay, passt. Gut, Retter weg. Zerstören. Jo. Wir haben wieder Edelsteine. 5 sogar, wow. Entschuldigungspulver haben wir zumindest. Über die Schüssel mit. Oben ist nichts drin, oder? Nö. Kathi, hi! Was bist du? Entschuldigungspulver, okay. Machen wir heute wieder weiter, oder? Würde ich sagen. Ich glaube, dass es immer allzu lang dauert. Die brauchen wir noch. Ich glaube, weiter, geht schon. Thomas, servus. Heute ist die komplette Mannschaft da. Wahnsinn. Mannschaft und Frauschaft. Und Diversschaft. Warum immer nein? Aber wenn ihr schon mal alle da seid, wie schaut es denn mit euch einmal aus? Mit DBD zum Beispiel mal mit einer Runde. Mein Kathi wehrt sich aktuell effektiv gegen alles zu spielen. Oder Overwatch hat man noch. Einmal wieder nicht. Ja, bei allem dabei. Thomas, du bist bei dir immer dabei, okay. Wenn ich aktuell habe, was? Wenn ich es aktuell habe, wäre ich dabei. Was, wenn ich es aktuell habe? Also das Spiel aktuell hast du, oder was meinst du? Also, jetzt da müssen wir das Ding weitermachen. Ach, sagt's mir's. At Dead of Night. Ein Update verweigere. Ja, wenn ich es auf den aktuellen Stand habe, also keine Updates brauche. Update. Weil? Jetzt dann was spielen willst, dann muss man eine Stunde für sein Update einplanen. Okay. Ich wäre jetzt ohne mich zu beschweren, Kathi, aber bist ja aktuell nicht so wirklich für Spielen. Ist ja der gut recht, weiß ja. Aber so richtig
Muss man ein paar andere Leute aussuchen, weil es hilft ja nichts. Bei Stardew Valley, das weint schon. Das Spiel, das weint ohne Ende jeden Tag. Ah, wann kommt Kathi wieder, weißt du? Ich so, ja, ich weiß auch nicht, die mag nicht, weißt du? Und dann so, ja, aber Kathi, ja. Denken wir, ja, schwierig. Naja, ich starte Steam fast nie, dann brauche ich es immer ewig, weil 1000 GB zu laden. Ah ja, gut. Ja gut, okay, du könntest es aber sogar priorisieren, das ging ja. Jo. Ach Gott, Kathi. Ah, ich sehe sogar die Wasserpumpe, okay. Hier. Ei. Okay, bei dir geht nichts weiter, alles klar. Das wollte ich nur wissen. Spiel, mit dem du magst, ich motiviere von der Seite aus. Ja, ich würde es mit dir gerne, wenn wir irgendwann spielen. Haben wir so viele Sachen angefangen schon. Erstmal wäre ich mal wieder dabei, gern sofort. Oder DBD wäre cool, wenn es dabei wärst dann. Und ich meine, Stardew Valley könnte man noch machen. Mit so viel Zeug. Overwatch. Du hast mich zu Overwatch streamen. Du. Nicht wirklich, aber doch eigentlich schon. Ich weiß schon, du spielst ja doch wieder. Ich muss mal mit Dave reden, ich brauche eine Schulung über schlechtes Gewissen einreden, das merke ich schon. Sie kennt da nichts. Sie ist eiskalt. Ja, ist so. Ich weiß, aber ich kenne das. Man hat einfach ab und zur Zeit lang einfach keinen Bock, das weiß ich, verstehe ich ja. Und auf bestimmte Spiele keinen Bock, verstehe ich ja. Ich finde es auch immer noch cool, dass man, also, dass du mir das zuschaust, also so, finde ich geil, von dem her passt ja schon. Aber jetzt machen wir es so, jetzt ist Karte ist ein Pokémon. Da haben wir noch Gatari dazu. Ich dachte, das Ponchki ist ein Pokémon. Okay, die mit dem Eisen übertreiben sie langsam ein bisschen. Thomas, ich muss aufpassen, die ist zu nah an dir dran, glaube ich. Ich habe ein bisschen Entfernung zu ihr und zu euch. Aber sie braucht bloß aufstehen. Und ich höre ihn im Hintergrund nur hysterisch lachen. Leicht krank. Ja, weil er weiß, dass er am Arsch ist. Was? Ich glaube doch gar nicht. Ja, siehst du schon. Schon geht's in die andere Richtung. Das ist Dave in der Herd. Ach Gott. Oh, der verbrüht euch gegen mich. Abgeschreckt. Mach ich doch gar nicht. Ich habe nur gesagt, er weiß, dass er am Arsch ist, deswegen lacht er schon. Ja. Nachhaltig zu dir, Kathi. Wirst wieder zu Klang. Komm, stell deine Ehre wieder her in Overwatch. Ich? Meine Ehre? Ich hatte die nie. Du lernst mal erstmal das Spiel spielen, dann reden wir was. Du lernst erstmal das Spiel spielen. Wie ich mir gerade erst so, okay.
2, 4, 5, 6. Also generell, sag jetzt mal, ich würde jetzt kurz die Pause machen, schnell etwas zum Essen holen. Dann so ein paar Minuten, keine Ahnung, 5 bis 10. Lass aber laufen aktuell. Dann werden wir das At Dead of Night fertig machen, denke ich mal. Ich denke, das dauert nicht mehr allzu lang. Also, ich will es halt durchspielen auf jeden Fall. Und wenn ihr mögt, danach gern oder auch vielleicht morgen. Also Overwatch DBD, bin immer dabei. Ich habe bloß kein WoW. Und will ich ja nicht anfangen. Aber wenn ihr mögt, danach gern. Ich könnte ja mal, wenn, also gut, das ist wahrscheinlich mehr. Ah, ich weiß, dass das du liebst, ja. Aber bin jetzt zu alt dafür. Nutze ich jetzt einfach mal die Ausrede. Sagst du das? Ah, zu spät, Kathi. Was triggert Thomas? Dafür kann man nicht zu alt sein. Ah, doch, ich glaube schon. Ich bin schon 118, von dem her. Da geht's uns auf Blitzapfel. Ja, ist schon spät. Ach Gott. Na, wie schaut's denn aus? Also und ich schau mal kurz parallel. Die Maus erklärt die zweite? Nee, weißt schon. Was ist in einem anderen Computer auf? Achso, alles klar. Warte mal, ich starte mal kurz auf. Dann schalte mal kurz um. Was habe ich überhaupt drin? Doch, habe ich drin. Okay. Was spielen wir? At Dead of Night. Der Vater der Nacht. Nein. Äh, fertig. At Dead of Night. Also mitten in der Nacht. Ich werde, also wie ich At Dead of Night gelesen habe, war mir klar, was heißt. Aber wenn du mich gefragt hast, was mitten in der Nacht heißt, in the middle of the night, Ende. Aber At Dead of Night wäre ich nie drauf gekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Nie. Gut, fertig. Dann. Achso, ich habe den zweiten Computer drauf. Moment mal. Machen wir kurz mit Schlafen haben wir, oder? Was ich höre, wie du mich da drüben ausrichtest. Dusche, mach Kaffee. Ach, Satz und Tees. Warten wir? Jo. Wie schaut's aus mit euch? Also, wenn ihr, ich meine, ich weiß natürlich jetzt nicht, wann wir fertig sind, verlassen. Dann mal groß. Ich muss kurz, Moment, ich bin gleich wieder da, ich muss kurz die Batterien wechseln von der zweiten Maus. Moment, bitte. Ich lasse dabei laufen. Also, den Stream, das Bild. Das Dunkle. Batteries. In beschissener Verpackung. Jetzt Auskrieg. Au. Die zweite Maus ist am Start.
Spielen mit SP. Guter Leid. Guter Laden. Was ist los? Ähm, genau. Was sind wir? Die Radeon-Software. Moment, Ton haben wir, oder denke ich mal? Jo, Ton ist da, passt. 70% haben wir schon. Was? Thomas, ich höre, wie du mich da drüben aus ist, das Gusch und mach Kaffee. Er mit Dave sicher. Wir machen nichts. Wir streiten wieder, wer besser ist. Über was? In Overwatch oder in WoW oder allgemein? Schwierig. Würde ich sagen, das zu beantworten. Aber ich würde sagen, ich mache jetzt eine kurze Pause. Ich beeile mich auch. Und ich glaube, dann machen wir Dead of Night. Und wenn ihr Bockt, Bockt habt, wenn ihr Bock habt, können wir dann auch immer nur Runden raushauen. Die würde ich aber watchen, je nachdem, was ihr wollt. Ich halte zu Dave, Thomas ist kacke. Thomas, du hast es schon nicht leicht da, glaube ich. Wir kennen uns zwar nicht so gut, aber Dave, du seid dabei. Ja, gut, okay. Dann Kathi kann dann, wenn es mag, auch mitmachen oder sie holt die Pompoms raus und raschelt ein bisschen nebenbei. Können wir auch machen. Bockt habt. Sag ja, bockt habt. Bockt. Ah, Gott. Ach, scheiße. Na gut, bin gleich wieder da. Tatsächlich nicht leicht. Ja, aber dafür hast du es schon, ja. Gut, ich mach kurz Pause, bin gleich wieder da. Geht schon ein paar Minuten. Bis gleich. Das unheimliche Pfeifen im Hintergrund lasse ich mal laufen.
Sind wir wieder da? Da hat angeschnallt. Dass er gleich am Stuhl runterreißt. Ach Gott. Jo. Vielen Dank. Vielen Dank. Gut, schauen wir mal. Kurz herrichten für die Maus, passt. Ja, kehre nach Seaview zurück. Machen wir doch. Ich habe mir aufgeschrieben, 2., 3. Stock müssen wir. 2. und 3. Ton muss passen, genau, optimal. Warte mal. Ich glaube, das war der Computer ist auf der anderen Seite. Aber passt, okay. Wir haben einen neuen Geist. Frau das mal. Und einen richtig arschigen Jimmy, der am Rumragen ist, glaube ich. Jimmy! Einen Jimmy! Ernsthaft! Ich konnte nicht mehr erschrecken. Das war jetzt richtig lame. Du bist aber nicht erschrocken, oder? Man hört es ja immer, wenn er da steht. Ich konnte nicht mehr klicken, also halt ab und zu kann man abhauen. So, also da fangen wir jetzt mal an. Wir waren noch nie im 2. Stock. Nö, okay, passt. Ich will bloß in irgendein Zimmer rein. Da wir einen Spiegel nehmen können. Genau, das ist die, ich vermute mal die Rose. Weiß es aber nicht. Das ist Eingangsbereich. So Eingangsbereich, oder?
he was going to shoot Jimmy. It was just a letter opener. It was self-defense. Look. Ernsthaft, da war er doch. In den Schrank rein. Was er kommt. Ja, ne? Ja, schwierig, direkt im Hauptbereich da reinzugehen und da rumregeln. Alter. Die waren halt unmittelbar hinter mir. Dieser Jimmy, Alter. Sollen wir ins Lager reingehen? Is anyone there? Hello? Ah, What's your name? Rose. Rose Hall. This is my hotel. I saw a lady explaining that the dagger was a letter opener. Who was she? It was me. I had to explain to the police that the dagger was just a letter opener and that Harvey had a loaded gun. Jimmy acted in self-defense. They understood. die hat ihn halt immer noch verteidigt. Wer einen größeren Schaden hat, der Jimmy oder die Rose? Okay, Ground. Und dritter. Jetzt fahren wir erstmal hoch, ja? Da war er, der Hammel. Hast gewusst, das direkt hinter mir. Schauen wir mal auf den Kompass, was er macht. Was zeigt hier hin? Kompass will da rein.
Okay, hier gibt es gar was zum Sehen, da denke ich mal. Hier waren die Spiegel. Lauter machen. Ach, Underground. Und 301, das sind wir eh. Aber draußen anscheinend. Okay, hier geht's gleich ab. Ich halte hier schon ziemlich. Jetzt. Jetzt wo er kommt, ist ja klar. So blöd. Der Stock ist halt ewig klein. Es hängen nachher Kameras rum, würde mich einmal interessieren, ob man das irgendwas sieht. Haben wir noch irgendwelche Schlüssel? Nein, haben wir nicht mehr, glaube ich. Doch, Schlüssel zum Lagerraum haben wir noch einen. Okay, der ist gar nicht so schlecht. Hilft eh nichts, ich geh jetzt mal raus. Das war scheiße, nah. Ich weiß, was es Glonk heißt. Ich denke, dass er irgendwo reingegangen ist. Ich nehme mich ein Bommel. Was ist denn, dass er uns umhaut? Wieder da? Gut, na. Direkt draußen, ne? Also geht er nicht hinter, komischerweise. Ich muss halt fast davor gehen, dass es wieder triggert.
denke ich mal. Gut, aber hört sie doch. Jetzt muss nicht gleich ums Eck. Wir haben nichts gesagt. Also 2 Ecken. Oder was? Was? Schreien und Kind weinen. Verpiss dich. Geh raus. Is anyone there? Is someone there? Ich habe mich nicht erschreckt, aber ich bin verstört. Ja, bissl. Bissl. Also entweder hat der Harvey sie geschlagen. Oder es war doch der Harvey, der Stiefpapa, je nachdem. Ich muss mal da kurz. Is someone there? Jetzt hat er uns. Spiegel. Wo Harvey und sie waren beide Besitzer, hat's geheißen. Okay. Ja, gut, okay. Merkschuss ist er Gott sei Dank nicht. Bin gespannt.
Okay. Und gehen wir weiter vor. Ja, also ja, es ist direkt da. Aber was zeigt uns das wieder? Vor allem wo? Wir lassen es auch nicht an. Der Kompass zeigt aber direkt dahin. Wo das Licht flackert, genau. Schauen wir jetzt auch lang hin, vielleicht ändert sich was. Is someone there? Hm. Das verstehe ich halt immer nicht. Was man da machen muss. Und jetzt gerade war es auch das. Moment, ja, ich schau mal. Jetzt gerade war es ja auch das Zimmer daneben. Hier vielleicht? Na, seid ihr wieder noch draußen, der Pfeil. Versuch mal die Türen. Dort der Spiegel. Oder müssen wir das beim Spiegel sehen? Das haben wir gerade gesehen, das Bild. Ja, der Geist ist direkt da, sonst wäre es nicht so laut. Ein Flockert da. Also irgendwie. Man schreien Kind weinen. Den komischen Hugo Dings muss man auch noch, gell? Hugo Punch. Ja. Große Hugo auf der Bühne. Bitte stärker. Immer brennt die Birne jetzt dann durch.
Im Kreis trifft die. Hui! 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 Oder wir bewundern den Melanzani-Clown. Melanzani-Clown, du warst so einsam. Doch dann fandest du in einem Gang eine Melanzani von höchstem Rang. Was? Ja. Einmal hin, mal hui. Hui, 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 hui. Mal hier hui. Hui. Ah. Nö. Bisschen minimal ranzig. Schauen wir mal da rein, vielleicht. Okay. Ich renne mal herunten alles ab, vielleicht. Okay. Und Time Crisis war mir, aber die Pistolen fehlen. Irgendwann hat anscheinend echt drauf geschossen. Ja, Rose, jetzt irgendwie. Soll ich sagen, dass der Christbaum schon dekoriert ist? Naja. Bisschen Augefühl, ha? Weil machen die Deko überhaupt nicht, das ist doch mehr Silvester. Gut, kann Silvester sein. Weniger Fasching, wahrscheinlich Silvester, ja. Passt das zum Christbaum eher? Who's there? Hello? Hello? Wenn er sich doch so krass rauscht, ist er doch immer da. Der Geistbesetzer. Und macht doch. Vielleicht braucht er ein bisschen, vor allem runter und wieder hoch. Muss er gerade aufs Klo oder irgendwas, was so peinlich kann er sein. Aber wer macht im Winter Musikfestivals, vor allem in England? Im Winter bestimmt schon Cossi, waren es nicht? Ja. Stimmt schon.
Das ist ja ein Musikfestival, was im Inneren gecampt hätten, keine Ahnung. Ich denke, dass der einfach schon Zeit lang nicht mehr weggeräumt worden ist, die Deko. Das sind Festivals, die gehen halt schneller rum, Kathi, das passt schon. Die dauern nicht ganz so lange, die dauern wirklich bloß mit Mitternacht, dann sind es Festivals. War schon richtig. Normal dauern die nämlich länger. Und die über mehrere Tage gehen, sind das Slowly Festival oder Slowly Wells oder so ähnlich. Da kann ich auch raus, oder? Irgendwie Geist, also. Hey! I'm here! Down here! This way! Volleinführung eines Mittelfinger-Emojis. Warum? Das passt doch, das war jetzt nicht böse gemeint. Was, die weiß ja. Ach, ja, die Umfrage geht noch nicht. Ja, aber ich bin jetzt echt, ich stehe jetzt echt flach. Das flackert schon. Ich weiß nicht, ob das besser flackert oder nicht. Ich kann den Pfeil da vorhin tun. Da sieht man es nicht. Ich stehe jetzt echt am Schlauch. War nicht zwei. Ja, der andere ist nicht mehr da. Den dritten Stock zeigt er mir nicht mehr an. Gut, das macht es anders Sicht zumindest. Vorher war es der dritte Stock noch, da wo wir das Loch gesehen haben im Boden. Oder hat er weder draußen noch drinnen reagiert. Ja, und Ende. Normal würde jetzt so ein Dreier anzeigen für den dritten Stock, hätte ich gemeint. Was ich Spiel jetzt so verstanden habe. Oder der Kompass zeigt da draußen hin. Schon das wieder immer stärker, ich denke mal so. Wir können gerne mal hochschauen. Also wir haben da oben bloß das Loch gesehen, aber... Kompass zeigt auch in die Richtung. Ich kann mal hochgehen, was der Kompass sagt. Vielleicht... Müsste sich oben nochmal nur drehen. Hätte ich gemeint. Ja, der eidelt noch rum. Dieser dumme kleine Wichser.
Ah. Ich bin im zweiten Stock jetzt, gell? Ah, deswegen okay. Versuchen wir mal Spiegel da, ist wurscht. Der Spiegel ist absolut nutzlos. Ich bin ein Spiegel, ich funktioniere, wie es das geregnet fast. Riechen noch? Will ich nicht mehr. Kommt der rein? Liegt einfach schon länger da, so rostig wie das. Weil die Regale sind auch schon ganz schön rostig. Der wischen wir bald dabei. Rostiger Eimer, rostiger Abfalleimer. Was ist da hinten? Ach, noch ein Stuhl, oder? Also damit ihr seht, irgendwas noch rot. Wenn ich jetzt drauf gehe. Wartest erst, bis du sicher bist. Jetzt mal Sicherheit. Schauen, drücken mal im Spiel. Bleiben wir da. Gott, vergiss, was ich gesagt habe. Wir fahren gleich runter im ersten, holen wir uns das Ding. Das Gerät. Nö. So, Gerät. Gims. Schauen wir im ersten Stock einmal im Spiegel rein. Das ist bestimmt der Ground. Ja, das Bild wird anders früher. Ground, ja genau. Ja, er sagt nichts anderes.
Räumen wir es können. Ah, da ist noch zu. Okay, wir können es nicht. Strom ausmachen. Oder Aufzug ausschalten, Sicherung raus, dass ich kann nirgends mehr hin. Jetzt vielleicht? Ah. Die ist halt direkt da, ja. Wird leiser. Is someone there? Is someone there? Versteh's nicht. Was ist das für Dinger da? Das ist Glocken? Das Ding da. Das ist ein Lichtschalter? Is anyone there? Is anyone there? Is anyone there? Meinst du, es lauter wird noch? Is someone there? Is someone there? Is someone there? Who's there? Wir wollen in die Küche nochmal rein. Jetzt zeigt mir was anderes noch an. Hello? Aber sie verändert sich in den Dingen, in den... Es hat was Schwarzes an. Den Lanzani, glaube ich, müssen wir abhängen, der ist nicht da. Was ist denn das da eigentlich? Geil wie das wahrscheinlich. Hier ist auch noch ein alter Monitor. Ah, jetzt. Jetzt hat's funktioniert. Jimmy. Was? Is it Rose? I heard a man shouting at someone, telling them to do as he says. Who was he? I never knew what he wanted. There was only one thing I could give him. Ich wusste nie, was er wollte. Es gab nur eins, was ich ihm geben konnte. Who were you greeting at the entrance in reception? Jimmy. He was coming home. The police understood. They believed him. But it changed him. Was He hat started ihn? helping me. Helping run the hotel.
Okay, also. Jimmy kam nach Hause, die Polizei hat ihm verstanden, dass er Self-Stellung gewesen war. Ah, okay. Sie haben ihm geglaubt, aber es hat ihn verändert. Er hat angefangen mit zu helfen, das Hotel zu leiten und er hat einen Weg gefunden, mir Gäste anzulocken. Der Hugo Punch. Ich frage mal nach dem Event vom Hugo. Nach dem da. I saw someone on stage, a performer, announcing himself as the great Hugo. He was a magician and an entertainer. He bought the hotel to promote his stage show. He became famous. He was on television. I worked as his assistant. Then things developed. Okay. Also Hugo Punch. Mal ganz kurz nebenbei mit Wedding Ring vielleicht. Who did the wedding ring belong to? It was mine. Someone made me an offer I couldn't refuse. When you said things developed with Hugo, is that connected to the wedding ring? Yes. We were married. We were happy at first, before things started to change. Okay. Mit Hugo ändert sich die Dinge. Mann schreien und Kind weinen. Geht wohl das daran vielleicht? Hugo Punch Post, hast du gemeint? Who is Hugo Punch? Who is Hugo Punch? Okay. Geht's wieder was anderem? Zu dem Zettel wollte ich mal noch fragen. Warte mal, zu dem da. Who wrote the note that says goodbye? Who wrote the note that says goodbye? Irgendwas ist gerade buggy. Ja, die kaputten Spiegel haben wir auch noch gehabt. Irgendwas war jetzt gerade buggy. Also, wir haben raus an Eingangstür, Mann schreien und Kind weinen. Wäre interessant mit Hugo Punch Poster eventuell, ja. Auf Wiedersehen Hinweis eventuell. Gebrochene Spiegel können wir so fragen danach. Trophäen können wir es noch fragen. Und nach den Koffern können wir es noch fragen. Da fragen wir es jetzt das nächste Mal erst einmal. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, bis mit der wieder jetzt reden können. Is someone there? Mal wieder runter und rauf für Taktik. Kopf am Mann, da hast recht, ja. Noch mit den Koffern könnte es sein. Jetzt nicht, weil ich viel Zeit, dass da vergehen muss. Keine Ahnung.
der Kompass zeigt wieder hin. Is someone there? I can hear you. Is it Rose? Yes, I'm Rose. Schauen wir jetzt mal noch die Teile. I saw some suitcases in a chest. Who did they belong to? They were mine. I wanted to go away, but I never got a chance. Okay, dann Koffer safe mit dem Loch, ja. I found some trophies. Who won them? Jimmy bought them to make it look like he'd won awards. Okay. Bratspuli frage ich einmal noch. What was the coil of wire used for? Jimmy used to carry wire around with him. He liked playing around with electronics. How did those mirrors get broken? Jimmy broke them. Okay. Who wrote the note that says goodbye? Jimmy wrote it. Machen wir erstmal das da. Den Hugo Punch Poster. Who is Hugo Punch? It was Jimmy's comedy act. When you said Jimmy found a way of bringing in more guests, is that connected to what you said about the Hugo Punch poster? Yes, that was Jimmy's stage act. He was a comedian. He was good. Really good. People started to come just to watch him. Okay, fuck. Ja, mit dem Loch fragen müssen vorher noch. Ladies and gentlemen, please welcome to the stage your entertainment for this evening, Mr. Hugo Punch. Das Intro kann man sich sogar runterladen auf der Seite von den Entwicklern. Warum auch immer. Jetzt frage ich erst einmal, wir schauen, jetzt frage ich erst mal das andere mit dem Is Loch it noch. Rose? Yes. Koffer nochmal gesagt, gell? You said there was only one thing you could give Hugo. Is that connected to what you said about the suitcases? I don't know. Okay, das war's nicht. I saw you announcing Hugo Punch onto the stage. I was enjoying it. We were making money again. Everything seemed to be getting better. Hat der until Hugo Punch geheiratet? Jimmy started behaving oddly. I heard him shouting, staring at himself. He seemed angry. Okay. An die Spiegel? What you said about Jimmy staring at himself and becoming angry, is that connected to what you said about the broken mirrors?
scheint der dritte Stock zu sein wieder. Der hat dem Loch einmal jetzt noch. Ich wusste nie, was er wollte. Es gab nur eins, was ich ihm geben konnte. Schlüsseltuch, Sportläger, Punchposter, Armbrust, Handfeuerwaffe, Feuer, Dolch. Auf Wiedersehen-Hinweis vielleicht, aber warum auch nicht? Sammler und Wäscheleine, gefährliche Heizung, gebrochene Spiegel, Drahtspule, Hochzeitsring, Terpentin Feuerzeug, Pölpese, Schwert, Whiskyflaschen, Kochmütze, Holzpaddel, Diazepam, Trophäen, Zeichnungen, Koffer. Koffer waren es ja nicht. Auf Wiedersehen-Hinweis haben wir noch. Vielleicht sind wir ein bisschen mehr. Er muss quasi nach dem Harvey gewesen sein. Dritten Mal genau. Dann war es schon richtig. Is anyone there? Haben wir gesehen, ja. Irgendwann näher, das passt schon. Schau mal. Jetzt extrem schwer, den zu hören. Ich würde sagen, der ist zurück draußen. Sag mal hier hinter.
Man hört ihn zwar leicht, aber... Da war er. Jetzt kommt er. Gut. Wenn er komplett dämlich ist, aber dann, ja, ich weiß nicht. Ja, alles klar. Oh ja, klar. Da muss eine lange Gehirnerschütterung haben oder so, wie die schon nicht draufgekriegt hat. Aber wir sind im 3. Stock. So, jetzt sind wir. Ach, eh klar, oder? Mein Gott. Jetzt sind wir genau da, müssen wir wieder runter. Ach, das Arschloch, das Dumme. Okay. Schwierig. Aber das Gerät haben wir gleich wieder. Vielleicht folgt uns sogar auf dem ersten. Mal nicht. Aber eigentlich war es ganz gut. Okay, das haben wir wieder passt. Ein bisschen warten, oder? Eigentlich macht es keinen Unterschied, oder? War er da? Nee. Is it Rose? Is it Rose? Is it Rose? Yes, I'm Rose. Warte mal.
Das da haben wir gesagt, das machen wir jetzt mit. Mal auf Wiedersehen hinweisen mal noch kurz. Wenn ich ihn finde. Ich meine, einmal können wir daneben liegen, denke ich mal. You said there was only one thing you could give Hugo. Is that connected to the goodbye note? Okay, nicht. Dann das da. I saw you standing in a corridor full of mannequins. Who put them there? Jimmy. He didn't understand at first. He was confused. But then I realized Jimmy wasn't the one doing these things. Like the mirrors, he was starting to fracture. Jimmy wasn't in control anymore. Is someone there? Ja, also was quasi die Show abgesagt. Wieder Erdgeschoss, okay. Okay, haben wir geschafft. Irgendwann steht er immer Aufzug, das sieht das auf dem Aufzug aus, ich sag's immer wieder. Okay, Erdgeschoss sind wir sicher wieder aktuell mal ganz kurz zumindest. Bis wir wieder hoch müssen. Ah. Who's there? Wir sehen gleich wieder was. It's just his comedy routine. It's his sense of humour. Oh, I'm sorry if you've been offended. Excuse me. Ich saß. Jimmy? Is it Rose? Yes. I saw you in the ballroom. The audience was booing and you were apologizing. What was happening? It wasn't Jimmy on stage anymore, it was Hugo Punch, his comedy character. Hugo started insulting his audience every night. He seemed to be enjoying it. And one night after the show, a guest told Jimmy what she thought of him. Jimmy lost his temper. He did something stupid.
Wir haben jetzt quasi die zwei Dinge nochmal fragen können. Jimmy habe es einfach nicht verstanden, ich war verwirrt. Doch dann realisierte ich es war nicht Jimmy, der diese Dinge tat, wie die Spiegel begann er zu zerbrechen. Jimmy war nicht mehr in Kontrolle. Das ist eine. Und das hier. Ich wusste nie, was er wollte. Es gab nur eins, was ich ihm geben konnte. Und es war nicht mehr Jimmy auf der Bühne, es war auch Hugo Punch. Sein Comedy-Charakter Hugo begann jeden Abend sein Publikum zu beleidigen. Er schien es zu genießen, eines Nachts nach einer Show sagte ein Gast Jimmy, was sie von ihm erhielt. Jimmy verlor die Beherrschung, er tat etwas Dummes. Irgendwelche Ideen? Die Trautspule haben wir noch. Frag's mal. Who drew those violent pictures? Jimmy used to draw pictures about the war. He was like most boys. Ah ja. Where did the bottle of diazepam come from? It belonged to Dr. Bose. Jetzt weißt du was für den Paddel? Where did the wooden paddle come from? It belonged to my husband. Who did the chef's hat belong to? Our chef used to wear it. Okay. Why was there a collection of whiskey bottles in one of the rooms? Harvey must have put them there. Who does the sword belong to? It belonged with a suit of armour we had, but it went missing. Die Rüstung, die wir hatten, aber Who did the child's purse belong to? It belonged to the little girl. Why is there an old heater marked dangerous? Harvey put it away. He said it was dangerous. Why was there a washing line tied around a rolling pin? I don't know anything about that. I saw a scrapbook with newspaper articles in it. Who made it? Harvey said Jimmy made it, but I don't remember. vielleicht die Schaufensterpuppen. War nicht mehr unter Kontrolle und die Goodbye-Notiz. What you said about Jimmy not being in control anymore, is that connected to the goodbye note? Maybe. I don't know. Er tat etwas Dummes. What were all the cricket and baseball bats for? They used to belong to my husband when he was a teacher. Also war der Harvey Lehrer und ihr Mann. Oder der Harvey hat's behalten. Keine Ahnung. Hat er einen Schläger draufgehauen? When you said Jimmy lost his temper and did something stupid, does that have something to do with what you said about the cricket and baseball bats? I don't know anything about that. Irgendwelche Ideen?
Ich stehe gerade am Schlauch. Elektronik zu spielen. Jemand machte mir ein Angebot, was ich nicht ablehnen konnte. Das haben wir ja schon gehabt. Aber wenn sie einen Hugo Punch geheiratet hat, das war dann ein Jimmy eigentlich, oder? Das haben wir gemacht mit dem Spiegel, das haben wir gemacht in Poster. Die zwei und das haben wir noch. Achso, Kathi, also warst du da, alles klar. Also, wir sind quasi, mich habt zweimal gerissen. Genau, den großen Hugo hat es geheiratet, genau. Dann haben wir ja, also der Hugo Punch war ja der Jimmy. Und der große Hugo, weiß ich nicht, keine Ahnung. Nein, habe ich es nicht, habe ich kannte noch nicht, genau, das hast du recht. Also wir haben das quasi rausfindet viele Schaufensterpuppen. Jimmy, ich habe es am Anfang nicht verstanden, er war verwirrt, doch dann realisierte ich es war nicht Jimmy, der diese Dinge tat, wie die Spiegel begannen zu zerbrechen. Jimmy war nicht mehr in Kontrolle. Das habe ich versucht. Ja, oder umdreht. Der Hugo Punch Stiefvater, weiß man nicht genau, aber kann sein, ja. Kann sein. Aber ganz kurz, ich weiß nicht, was du mitgekriegt hast. Das habe ich versucht mit der Goodbye-Notiz, da hat sie gesagt dazu. Aber zu den Baseballschlägern hat sie gesagt, die haben ihren Mann gehört, als er noch Lehrer war. Die da. Sie gehörten meinem Mann, als er noch Lehrer war, sagt die Rose. Der Harvey hat gesagt, er hat es behalten. Bloß für einen Fall. Also der Harvey war definitiv mit ihr verheiratet, denke ich mal. Frage ist bloß wann, ja. Guten Abend, die flauschigen Flauschis. Alice, hi. Grüß dich. Hi. Ach, das ist so, weil Alice. Ach Gott, ach Gott. Macht's halt wieder kürzer, bitte. Ha, immer fall ich um. Danke, dritter mitmachen geht's ja. Das wird nicht langweilig. Naja. Ach Gott. Gut ausdampfen. Ach Gott. Moment. %81 hatten wir. Letzter oder vorletzter Geist, denke ich mal. Die Rose. Who does the gun belong to? Was? Harvey. But it was kept in my bedroom.
Okay. Die Spiegel haben wir gemacht mit den... Die Spiegel haben wir schon hergenommen. Also ich weiß nicht, was Sachen doppelt hernehmen kann. Die Spiegel hat man mit den... Da haben wir die Spiegel hergenommen. Das war das Poster. Genau. Jimmy begann sich merkwürdig zu benehmen. Ich hörte ihn schreien, sich selbst anstarren, er schien wütend. Da haben wir die Spiegel hergenommen. Dann war das nächste die Schaufensterpuppen. Als Spiegel hat man quasi da gerade. Da haben wir die Schaufensterpuppen. Jimmy, ich habe es am Anfang nicht verstanden. Ich war verwirrt, doch dann realisierte ich es war nicht Jimmy, der das Ding hat. Und das mit der Goodbye-Notiz funktioniert auch nicht. Dass Jimmy quasi nur bei klarem Verstand die Notizen geschrieben hat, so nach dem Motto. Und hier hat er etwas Dummes, weil er die Beherrschung verloren hat. Okay. Wir haben die rostigen Schlüssel. Ich kann es mal fragen. What are those rusty old keys for? They were to the boiler room. But we had to have the door replaced. Ja, nicht vorher, okay. Also rostige Schlüssel, blutbeflecktes Tuch, die Sportschläger. Da hat schon gesagt, Schläger gehörten meinem Mann, als er ein Lehrer war. Hugo Punches war Jimmys Comedy-Nummer. Armbrust haben wir nicht gefragt. Die Handfeuerwaffe, Harvey, doch die Pistole wurde in meinem Zimmer aufbewahrt. Foto vom Feuer. Hinter mir ist der verzierte Dolch. Das ist immer noch ganz leicht. Der Brieföffner quasi. Dann die Auf Wiedersehen-Hinweis. Da sagt sie, dass der Jimmy geschrieben hat. Das Sammelalbum, da kann sie sich nicht mehr daran erinnern. Die Wäscheleine, hat sie nicht gekannt. Gefährliche Heizung haben wir gehabt. Barbie hat die alte Heizung weggelegt, er sagte, es wäre gefährlich. Jimmy hat die Spiegel zerbrochen. Drahtspule, Jimmy trug den Draht immer mit sich, er mochte es mit Elektrik zu spielen. Der Ehering, der Ring war meiner, jemand machte mir ein Angebot, was ich nicht ablehnen konnte. Terpentin-Feuerzeug habe ich noch nicht gefragt. Hinter mir jetzt gerade. Turpentine und Leiter. Dann die Geldbörse, gehörte dem kleinen Mädchen. Ein Schwert gehörte zu einer Rüstung, die wir hatten, aber es ging verloren. Whiskyflaschen, Harvey muss die Flaschen dort hingestellt haben. Kochmütze gehört einem Koch. Paddle hat einem Ehemann gehört für ihr. Während aber der Harvey gesagt hat, gut, da kannst du recht. Und der Harvey hat gesagt, das war schon immer da. Vielleicht ist der Harvey danach erst gekommen, ja. Macht Sinn. Die Medizin gehörte Dr. Bose. Jimmy hat die Trophäen gekauft, um es so aussehen zu lassen, als ob er Preise gewonnen hätte. Die gewalttätigen Zeichnungen hinter mir. Jimmy hat gewalttätige Bilder über den Krieg gemalt. Er war wie die meisten Jungs. Und die Koffer. Die Koffer waren meine, ich wollte fortgehen, habe dazu aber nie die Chance bekommen. Das waren alle Sachen. Und das, glaube ich, haben wir mit den Koffer schon versucht. Das habe ich mit der Abschütznotiz versucht. Alice, gern mit dran. Wenn du magst, kannst, darfst, willst. Müssen quasi immer Sichtung, also das wir quasi gesehen haben, mit irgendeinem Objekt kombinieren. Das sollte Sinn machen, dass dann die Story weitergeht. Eben die Sichtung korrigiert mit einem die Kontrolle verloren mit den hier. Also ich glaube, ich kann da sagen, was man schon gehabt hat. Die Schlüssel hat man, das Tuch hat man, die Sportschläger hat man. Wiedersehen-Hinweis haben wir nicht gehabt. Das Buch haben wir gehabt. Die Wäscheleine haben wir gehabt. Die Heizung haben wir gehabt. Die Spule haben wir noch nicht gehabt. Ring und Terpentin hatten wir. Bild, Schwert, Whisky, Kochmütze, Holzpaddel. Trophäen hatten wir noch nicht. Die Zeichnungen hatten wir
Doch, die Zeichnung hat man ganz am Anfang, glaube ich, beim Doktor. Weil er hat gesagt, er hätte 10 kommen müssen. Ich glaube, die kann man schauen, vielleicht. Also, solange ich mit Erik kann ich es nicht machen, aber ich versuch's mal. Wenn du magst, kein Problem. Kontrolle verloren. Meinst du das? Jimmy war nicht mehr in Kontrolle? Oder meintest du, Jimmy verlor die Beherrschung? Draht hat man noch nicht, ne? Also Rose entschuldigt sich bei einem Gast, wäre das erste. Und Rose findet viele Schaufensterpumpen, das war das mit der Kontrolle. Das wäre das zweite. Welches von den zwei soll ich mit den Paladin, servus, hi. Hi. Schön, dass du vorbeischaust. Wir spielen gerade At Dead of Night, also mitten in der Nacht. Ist so ein Real-Life Kamera. Jimmy war nicht mehr in Kontrolle. Also quasi sind echte Schauspieler, das spielen. Horror Spiel-Kombination. Mit ein bisschen Mystery dabei und Raten. Moment, was hast du gesagt gehabt? Die Zeichnungen waren das, gell? Online, ja, ich bin aktuell in Quarantäne. What you said about Jimmy not being in control anymore, does that have anything to do with what you said about those violent pictures? Ich bin der Einzige in der Familie aktuell, der noch negativ ist. Geh mal bitte zum Beschreibungstext mit dem Gast. Moment. Arbeiten tue ich schon, ja. Schlafen und Essen auch. Essen habe ich gerade vorher gemacht, also im Stream quasi mal kurz auf Pause gemacht. Moment, Beschreibungstext von dem mit dem Gast, das da. Aber ich habe aktuell Quarantäne, mein Bruder, seine Freundin, meine Eltern, alle 4 Corona-positiv mit britischer Mutante. Geht ihnen zwar gut, also und ich bin immer noch negativ nach dem zweiten Test. Ja. Mal schauen, habe bis zum 17. Quarantäne. Entweder stecke ich mich an oder nicht, ich weiß nicht. Genau, aber hier, Katja, du kannst das lesen, denke ich. Rose sagt, es war nicht mehr Jimmy auf der Bühne, es war Hugo Punch, sein Comedy-Charakter. Hugo begann jeden Abend sein Publikum zu beleidigen. Du arbeitest heute noch? Bis 22 Uhr? Okay, wow. Aber gut, ich muss sagen, bei mir ist es auch so, ich kann kein Homeoffice machen, das geht bei mir im Beruf nicht. Ich habe mit der Arbeit schon mehrfach telefoniert, was das angeht. Das funktioniert einfach bei mir nicht. Nee, aber mein Bruder quasi, also die Story war so, die haben Freunde da gehabt, also auch ein befreundetes Pärchen quasi, die haben halt einmal vorbeigeschaut, die haben jetzt ewig keinen Besuch mehr gehabt und es hat einmal eine Freundin vorbeigeschaut quasi mit ihrem Freund und die haben es anscheinend gehabt. Die haben meinen Bruder angesteckt, 2-3 Tage davor anscheinend, also und am Sonntag war dann quasi mein Bruder mit seiner Freundin bei uns da. Und auch quasi durch das, und der Kleine, denke ich mal, der Zwerg, also der Leonas, der ist ein Jahr alt, der wird, denke ich, auch gehabt haben, mit dem meine Mutter wieder ziemlich viel rumgespielt. Ich denke mal, dass dann quasi da das wahrscheinlich übertragen worden ist, gehe ich mal davon aus. Mein Vater hat sich dann vermutlich von meiner Mutter angesteckt. Ich bin ja im gleichen Haushalt. Den Maurer kann das auch nicht, ja, ich bin gespannt. Also es heißt immer, die britische Mutante ist, steckt jeden an. Bis jetzt hat es mich noch nicht erwischt. Ich hoffe, es bleibt so. Andererseits wäre es besser, dann wäre die Quarantäne wahrscheinlich kürzer.
Ich replay mal die Videos, vielleicht hilft das was. Okay. Kathi, schau mal. Wir hängen das, also ich kann es mal kurz zeigen, das Spiel ein bisschen. Schaut eigentlich so aus. Bewegt sich quasi so das Spiel durch. Wie man sich so umdrehen kann. Ja, noch nicht. Noch nicht, ne? Beim normalen Corona ist es anscheinend normal. Also kann das öfter passieren, dass man sich nicht ansteckt. Bei der britischen Mutant ist es sehr, sehr unwahrscheinlich anscheinend. Mit warum das eigentlich dauern wir, gell? Hello? War es vor der Tür? Is someone there? Die Box kommt quasi mit Geister rein. I can hear you. Jetzt die Rose. Is it Rose? Yes. I'm Rose. Das sagst du mit Draht. Die Geräusche werden komisch da unten. When you said Jimmy lost his temper and did something stupid, is that connected to what you said about the coil of wire? Jimmy locked her in a room and tied her up. I didn't know what he was going to do. I found her and let her go. Jimmy said it was a joke. She didn't press charges, but she told the newspapers. Okay. Ja, ist nicht drauf gekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, er hat es dabei gehabt, aber das ist nee. Telefon? Oder Tür. Is it Rose? Okay, I siehst saw du? you upset. People were knocking on the door asking questions. Who were they? Journalists. They wanted Jimmy. But Jimmy wasn't in control. It was Hugo Punch who tied the woman up. Jimmy Ich habe so couldn't gedacht, weil control it in der anymore. Cutscene das Geräusch von den kaputten Heizungen war und irgendwer sagte beim He just Draht. wanted to leave everything behind and go. Er hat mit elektrischen Geräten gespielt. Ja genau, das hat sie gesagt, ja. Aber er hat quasi mit dem Draht haben wir gedacht, hat er die Heizung manipuliert gehabt vom HW, aber gut, das stimmt, ja. Ja, die Heizung, okay. Aber hast mit Seite berechnet, das war aber dann wirklich gut. Gut kombiniert auf jeden Fall. Kathi Holmes. Journalisten hämmerten gegen die Tür, sie wollten Jimmy, doch Jimmy hatte keine Kontrolle mehr, es war Hugo Punch, der die Frage verhärtet hatte. Jimmy konnte es nicht mehr kontrollieren, er war depressiv, er wollte nur alles hinter sich lassen und gehen. Okay, dann die Notiz. Na komm. When you said Jimmy wanted to leave everything behind and go, is that connected to the goodbye note? Jimmy hated what he'd done. He'd been fighting Hugo Punch all his life. It was inside him, making him do all those bad things. Oh, das passt. Jimmy
He didn't want to live anymore. Ich hab mir gedacht, der hat's abdrosselt, damit vielleicht irgendwie sowas, ja. Zweiter Stock. Ich muss ein bisschen länger warten, ich merke schon. Die Filmverzögerung ist wieder ziemlich groß, glaube ich. Und das ist der Jimmy, den wir da gerade gesehen haben. Bei dem müssen wir uns verstecken. Oder er haut uns mit dem Schläger K.O. Das wollen wir nicht. Er ist draußen. Müssen mal in die Richtung. Ich dachte mir's. Geht zumindest vorbei. Ich glaube, das war Jimmys Raum, oder? Jimmy? Moment, ich schau mal kurz in den Spielplan rein. Wie lange bereits? Noch 12 Scheiße. Ja gut, okay. Dafür haben wir es zufällig bei so einem Raum. Oder so. Oder? Is anyone there? Hello? Is it Rose? Yes, I'm Rose. I saw you in a room upstairs. It looked like you found someone in the bathroom. What happened? It was Jimmy. He tried to kill himself. That's why I
Wahrheit sagen. Das war Jimmy im Badezimmer, er versuchte sich umzubringen, deshalb musste ich ihm die Wahrheit sagen. Koffer vielleicht? When you said you had to tell Jimmy the truth, is that connected to what you said about the suitcases? I don't know anything about that. Also jeder, der zuschaut, darf gerne mitraten. Das ist immer eine Geistersichtung, die wir haben. Quasi hier. Das war Jimmy im Badezimmer, er versucht sich umzubringen, deshalb musste ich ihm die Wahrheit sagen, mit irgendwann Objekt kombinieren, das wir gefunden haben. Das sind die hier. Und rostige Schlüssel, blutbeflecktes Tuch, das kann man mal fragen danach. Why is there a blood-stained cloth in one of the drawers? Okay, weiß sie nicht. Was? Was meinst du, Kathi? SCRY? Scroll bitte? Oder was meinst du? Jetzt wirklich, gell? Hochzeitsring. Na gut, das mit dem Draht oder aktuell keinen Sinn nicht macht, glaube ich. Ach, Spiegel. Ach, Spiegel hat das geheißen, okay. Ach, jetzt ist es weg. Ich muss mich quasi umdrehen. Das geht okay. ...305. Scrying, die Zukunft darauf antworten mit einem Spiegel. Okay, das kenne ich nicht. Das kenne ich nicht. Also jetzt schon, aber... Korrektur, ich kannte es nicht. Ach fuck, hier sind die Dinger, heißen die... Ist das ein blöder Penner? Habe ich auch schon gelesen, tatsächlich so Dinger, Zeug. Aber ich
habe es nicht auf Englisch gelesen, wahrscheinlich, denke ich mal. Der Unterschied sein. Das war jetzt gerade richtig bitter, ja. Ich weiß. Okay. Na, konnte ich jetzt nicht. It's crying. So bin ich schon ganze Zeit her, wo ich das Zeug gelesen habe, muss ich ehrlich sagen. Eine gute Zeit her. Hat mir eine Zeit lang wirklich auch extrem interessiert. Da habe ich da wirklich viel drüber gelesen, aber habe ich so noch nicht gehört. Aber again what learned. Ich finde es bloß lustig, dass es einen englischen Begriff gibt, den es im Deutschen nicht gibt. Das ist schon sehr, sehr selten. Mein Deutsch hat so viele Wörter, die Englisch alle mit 15 verschiedene deutsche Wörter werden im Englischen mit einem einzigen Wort übersetzt. Wo es einfach die ganze Vielfalt verloren geht. Aber ein paar Einzelne gibt es, die man bei uns wirklich nicht hat, das stimmt ja. Gibt schwarze Spiegel mehr, das bezeichnet Spiegel, die was crying. Ja gut, schwarze Spiegel kenne ich. Aber mir gefällt das mit. Es gibt einen Comedian, das ist ich muss mal schauen, ich schicke es bei Gelegenheit einmal. Auf TikTok, glaube ich, habe ich ihn drauf. Aber vielleicht habe ich das sogar schon mal geschickt, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe das sogar schon mal geschickt. Das ist der Mr. Universal quasi. Der. Ich glaube, er kann selber Französisch, Englisch. Weil der Gag daran war das, dass er quasi die gerade Frankreich und England halt ziemlich viel verarscht von der Sprache her. Englisch allgemein, ich glaube USA ist er her. Mit den ganzen Wörtern, das Problem das der Beispiel, also quasi heute suchen wir quasi ein Wort für den Tag nach morgen, also for the day after tomorrow. Und so Englisch, okay, we keep that, day after tomorrow. Okay, we never used it anymore. Also quasi nehmen wir es ähnlich hier, das passt, also day after tomorrow ist komplett okay. Und dann irgendwas, ja, Frankreich so, ja, das passt, das kann man so lassen. Und dann haben sie, dafür hat dann quasi der eine hat ein Wort dafür, wie wenn er ein extra Wort dafür, wenn man quasi jemanden aus dem Fenster schmeißt. Der andere hat ein Wort dafür, wenn man quasi jemanden, also so viel Zeug dabei, das ist sau lustig. Es sind halt ganz, ganz viel so Sprachdinger dabei, also geht eigentlich nur um die Sprache, um die falschen Übersetzungen, wo die Wörter herkommen, warum es überhaupt existieren, richtig blöd gemacht. Also blöd im Sinne von lustig. Ich glaube 305 muss man, oder?
genau. Ja, und quasi er spielt quasi jeden von denen. Er spielt einen Engländer, er spielt einen Franzosen. Und jeder von denen quasi, und er spielt den Universal quasi, der die Wörter quasi immer aufschreibt für alle. Gibt es in Deutsch 2, 3 Sachen. I'm coming now. Mao. Eine Art von Mantik, wo Kristall. Was Kristall und Mantie? Also mit einer Kugel, das bezeichnet man im Englischen auch als Crying. Deutsch aber nicht. Okay. Na, ich sag, glaube ich, kenne ich jetzt so den Begriff nicht. Der Wind, ne. Was im Deutschen ist Crying nur das Ding mit den Spiegeln und hin und wieder auch Wasser. Daraus gibt es noch irgendeinen anderen Begriff. Okay. Aber ich weiß, was du meinst. Kommt er rein? Nö. Der Stock ist halt echt Endgegner, weil der nicht groß ist. Wie muss er da sein? Ich weiß es safe, wo wir sind. Er weiß safe, wo wir sind. Ja. Okay. Wie? Der Wind pfeift schon so laut. Naja. Ist blöd, glaube ich, Kathi, ja. Ich sage, gut, dass normale Menschen keine Psychopathen sind, weil sonst wir wären schon lang tot.
350 sollten wir rein. Das ist neu. Aber das waren die Türen genau 305, 303, 304 und 302. Die Räume waren dunkel, haben wir aufgeschrieben. Dann kann man nichts anfangen damit. Spielzeug, okay, weiß ich, ja. Das haben wir jetzt. Im zweiten Stock. Ich schaue trotzdem kurz mal 3,5. Der komplette Bereich hier hinten war finster. Da können wir in die anderen Räume jetzt auch rein. Der Bereich war dann schon hell, aber die Zimmer waren zu oder finster oder dunkel. Der 306, glaube ich, ging schon. Okay. Okay, 3, 4 ist noch dunkel. Gleich wieder raus. So, das ist ja eigentlich ein Lager. Wir haben nichts. Ein Schrank. So, auf die Abwechslung wieder. Kommt. Er ist wieder raus. Hier geht's noch nicht weiter, glaube ich, gell? Super, jetzt hinter uns. Ja! Ah, ich hab's gehört.
Ich habe noch gehört, ein Penner. Nach der Kiste Zimmer töten. Okay, jetzt sind wir im zweiten. Ich finde auch immer noch ein scheiß Hotel. Ich finde irgendwie bloß den Weg da hinten rum immer. Da ist der Clown. Bin ich wieder? Gott. Okay, zweiter Stock. Woher hast du mal was und weißt du noch oder wisst ihr noch? Zweiter Stock, aber ich weiß den Raum nicht mehr. 200. War das 222 da hinten? Was ich ertränken wollte? Ich weiß nicht, wo es war. Ich glaube 223 was. Aua. Mal kurz. Is anyone there? I can hear you. Is it Rose? Yes. Who did the baby's rattle belong to? It was for the baby. I kept it in my bedside drawer. Ich musste ihm die Wahrheit sagen. When you said you had to tell Jimmy the truth, does that have something to do with the baby's rattle? I don't know anything about that. Die Rattel war für das Baby. Ich habe sie in meinem Nachttisch aufbewahrt. Probier mal was.
When you said you had to tell Jimmy the truth, is that connected to the wedding ring? Schau mal nochmal. Ja, das mit dem Loch haben wir auch noch, das stimmt ja. Hier ist die Rassel, ja. Die haben wir jetzt. Aber die Schaufensterpuppen, glaube ich, haben wir noch. Und das da. Is it Rose? Yes, I'm Rose. Versuchen wir es halt. You said there was only one thing you could give Hugo. Does that have something to do with the baby's rattle? I thought having a child would solve everything. I was wrong. Okay. Bist du da? Ein Baby löst nichts. Ich dachte, ein Kind zu haben würde alles lösen. Ich glaube falsch. Ja, die Streamverzögerung, Kathi. Das müssten schon ein paar Sekunden sein jetzt. Das Loch haben wir. Was wir jetzt haben, quasi ist das mit den Schaufensterpuppen. Und das hier mit der Wahrheit. Er versucht es umzubringen, deshalb musste ich ihm die Wahrheit sagen. Aber die Wahrheit über was? Oder? Und ich schaue mal Spiegel. Das ist der dritte Stock bei der Maske. Dritter Stock? Nein, das war der erste Stock, oder? Ah, okay. Was ist er da? Is it Rose? Yes. Sie ist noch da. Wo ist denn das? Moment mal, ich warte, bis der Spiegel wieder da ist. Ich will mal anschauen können. War das der dritte Stock? Ich glaube schon. Im ersten? Nein, aber das ist der dritte Stock. Das ist keine Holzwand nicht. Im ersten Stock unten, also, was? Ach Gott, ich glaube im dritten Stock war die Tapete blau, glaube ich, tatsächlich. Also ich schreibe mal auf 223. Müssen wir aktuell. Da ist sie momentan noch.
Hier ist die Tapete rot. Im Erdgeschoss war sie Holzfarben bei den Aufzügen. Und ich glaube, im ersten Scheißgrad hat es auch eine andere Farbe gehabt. Ja genau, nein, das war der, ich glaube, das war der dritte. Ganz unten im Erdgeschoss waren also Masken, das stimmt ja. Ja, cool. Nö, das war's auch nicht. Nee, da war das Erdgeschoss. Im Erdgeschoss sind auf jeden Fall so Masken. Das hat anders ausgeschaut. Ah, doch. Okay, ich habe mich täuschen lassen. Der Beete habe ich nicht gesehen. Ich dachte, das wäre alles Holzverkleidung, genau wie hier. Da ist die Maske, genau. Ja. Ich sehe es. Will weiter dahinter gehen? Umdrehen? Okay. Lanzani gehauen. Okay. Da ist die Maske. Es funkelt halt schon hart. Kreisdrehtechnik. KTR. Kreisdreh. Schimmlicher Stuhl da. Komisch aus. Komm, was zeigt der hin? Ja, was. Maske sehe ich noch. Ah, stimmt, kannst du echt tun, das wäre vielleicht nicht schlechter. Oder gar nicht. Okay. Liegt der Schlüssel am Boden? Basement Store. Is someone there?
beißt mich doch in den Po, Alter, Fahrzeug-Scheiß geht gar nicht. Echt so schlimm? Ich bin jetzt gar nicht tatsächlich nicht erschrocken. Wir brauchen ein Basement. Basement Store. Store also Stein. Ja, nee. Such die Tür. Ist das? Schreiben geht auch nicht, wenn es mir reißt, oder? Ach, das ist eine Sichtung. Okay, das ist nicht der Kellerraum. Das ist das Treppenhaus. Wieso berührst du es dann da und da vorne nicht? Ach, weil da auch noch einer ist. Geburtsurkunde von Jimmy Hall. North Yorkshire, Scarborough, Non-Metropolitan District of Scarborough. 6 Stunden 76, das heißt, er ist 45? James Alexander Hall. Und Name and... Was Name and... Ah, okay, das ist der Vater ist quasi der Hugo, hast du recht gehabt, ja? Dann war der Harvey quasi der Stiefvater wahrscheinlich, ja. Oder nur der Hotelbesitzer, aber ich denke, Stiefvater wahrscheinlich. Hugo Reginald Hall. Place of birth, Shimla, in Indien. Occupation, Stage Magician, School Teacher. Ah, okay. Dann war quasi beides, war der Hugo, okay. War der Harvey später, ja, dann war der Harvey der Stiefvater. Rosemary Dolores. Jones hat sie geheißen. Nee, das ist der Ding, der Jimmy ist quasi vom Hugo. James Is wieder hoch. someone there? Okay. Also kommt jetzt was oder müssen wir hoch? Uhr 23 was? Genau, Hugo ist der Vater, James ist Jimmy, genau, richtig. Alter, nerv mich nicht. Ach Gott. Ich finde das mir nie wieder raus. Nein.
Wollte durchschauen. Schau mal. Ah, okay. Die Urkunde haben wir. Da nochmal was, lauch nochmal irgendwas anderes. Wir schauen mal. Das war so ein Rundungsding. Machen wir es halt so. Okay, durch da. Alter. Who's there? I can hear you. Is it Rose? Yes, I'm Rose. I heard a man shouting and a child crying. What happened? Hugo was a violent, evil, sick man. I found Jimmy's birth certificate. It says Hugo Ah, Hall is certificate. Jimmy's real father. Jimmy is Hugo's son in every way. Genau, quasi die Sichtung mit der Urkunde. When you said you had to tell Jimmy the truth, does that have something to do with what you said about Jimmy's birth certificate? Birth certificate. I admitted it all to Jimmy. Jimmy didn't remember Hugo. He'd blocked out the memory. Hugo beat Jimmy from when he was born. For 2 years. I should have stopped it earlier.
Hello? Okay. Bitte aufpassen, ich Depp. Lass mal kurz warten, ich habe nicht aufgepasst. Low ground, okay. Ich habe in dem Moment weggeschaut, ich habe das Spiel angeschaut, in dem Moment habe ich weggeschaut, wo das war. Dankeschön. Irgendwie haut ihn. Notpot. Peitsche der Gürtel, ja. Baseballschläger. Is it Rose? I saw you with a wooden bat, attacking someone. Who was it? Hugo. I buried him down there in concrete, in a secret room. I should have done it sooner. I let him abuse Jimmy for too long. It was my fault Jimmy turned out the way he did. I thought the guilt would go away if I told Jimmy. I was wrong. It made it worse. I couldn't accept what I'd done. I couldn't live with myself. Konnte nicht mit mir leben. Okay.
Die Waffe wieder, vielleicht? In ihrem Raum war? When you said you couldn't live with yourself, does that have something to do with what you said about the gun? Hugo, ich habe ihn im Keller in Beton begraben. Er hätte es eher tun sollen, ich habe ihn... I buried him in... Concrete? Ich hätte es eher tun sollen, ich habe ihn Jimmy zu lassen, mir missbrauchen lassen. Es war meine Schuld, dass Jimmy so wurde wie er. Ich dachte, das Schuldgefühl würde weggehen, wenn ich es Jimmy erzähle. Ich war falsch, es machte es nur schlimmer. Ich konnte nicht akzeptieren, was ich getan hatte und konnte nicht mehr mit mir leben, wahrscheinlich, ja. Ja, aber sie wurde Rose sagt, hat Harvey doch, die Pistole wurde in meinem Zimmer aufbewahrt. Sie hat die Pistole gehabt und wenn der Harvey vorher gestorben ist, hat er erst später kommen. Stimmt, hast recht. Stimmt, Harvey war später. Stimmt. Also habe ich es nicht gedacht. Ja, Burning Concrete, nein, das waren wir schon, ja, oder zumindest irgendwie. Die Frage war jetzt wirklich, wo? Mit was? Verzögerung. Also. Ach Gott, da steht auch, Rose greift jemand mit einer Fledermaus an. Also wurden bad. War beim Harvey auch schon der Fall. Warte, nein, sie hat sich umgebracht, weil Jimmy nicht akzeptiert hat, was sie gemacht hat. Ja, da glaube ich, in der Vorschau, da glaube ich nicht mehr. Der Jimmy hat sich nicht mehr an Hugo erinnern können. Der hat ihn da geschlagen, 2 Jahre oder ewig lang nach der Geburt, glaube ich. Wo steht's denn? Timelines, ja. Die wäre cool, wenn man hätte in dem Spiel. Falls nicht Fledermaus, ja. Sind wir jetzt weit. Aber ich... Spieltime. Geht hier nirgends, oder? Ach so, ja gut, sie hat Jimmy gesagt, das stimmt, ja. Also konnte sich eigentlich damals, wie die Sichtung da unten war, hätte sich nicht umbringen können, weil sonst hätte sie den Jimmy später nicht sagen können. Man weiß ja nicht, wie alt der Jimmy war, wie er sich umbringen wollte. Damit konnte sie nicht leben. Ja gut, okay.
Bär schon wieder? Mit Terpentin? Wenn das jetzt stimmt, auf das wäre nie kommen. Aber Jimmy war ein Junge, wie er mit der Rose gespielt hat, wahrscheinlich. Mit der Amy. Stimmt. Ja, erwachsen war er, genau, Terpentin. Hätte ich jetzt gemacht, ja. Terpentin und Feuerzeug. Is someone there? Aber warum? Wahrscheinlich wegen der Amy. I can hear you. Is it Rose? Yes. I'm Rose. Ja, das war aber das hat ausgeschaut wie das Spielzeug. Nein, die hat sich nicht entzündet. Alice, hi. Welcome back. Die hat sich nicht entzündet, glaube ich. Die hat das Spiel, ich glaube, dass es da um die Amy geht. Ich kann mich jetzt natürlich täuschen, aber ich glaube nicht. Weil ich eine richtige Sichtung habe. Hat so gutes Game, Alice? Oder was gibt's denn Gutes, fragen wir so? I found a bottle of turpentine and a lighter. What were they for? I don't know. They belong to Harvey. Aber das war die falsche Sichtung, Moment mal. When you said you couldn't live with yourself, does that have something to do with what you said about the turpentine and lighter? War, glaube ich, bei der Sichtung nicht. I had no choice. Jimmy had gone to find Hugo's grave. I was alone. I knew what I should do. Ich dachte, als dann Hugo aufgehalten hat, war der Jimmy noch so klein, dass er sich nicht daran erinnern hat können. Dachte ich. Darum habe ich jetzt auf die Amy gedacht, dass vielleicht das irgendwie der Auslöser war, aber gut, war es wohl nicht. Aber die hat sich anzünden ist echt scheiße. Da. Ich glaube, die Timelines aktuell gerade gar nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Sind hergehüpft für das ist furchtbar. Wobei bei Filmen haben wir das weniger Problem, aber 2013, zu 12 zu 13 dazwischen. Bei den Puppen da hinten, okay. Da kommen wir jetzt hin, auf jeden Fall mal durchgehen.
Sobald er wieder kommt. Folgendermaßen, sie bringt Hugo um, Jimmy vergisst Hugo, sie heiratet Harvey, Harvey ist der neue Papa, Jimmy rennt amok, tötet als letztes Harvey, Jimmy wird erwachsen und leitet das Hotel mit Rose. Ja genau, und aber jetzt war quasi die Aktion, weil sie quasi unten den, mit dem Bild, wo sie quasi an Hugo umgebracht hat, das mit Terpentin in Verbindung gebracht, das hat mir nicht zusammenpasst. Das an sich habe ich verstanden, ja. Aber warum soll das mit unten... So, das Blöde, dass der herumrennt. Geh mal kurz rein. Jimmy hat einen psychotischen Anfall, weil er versucht sich umzubringen. Raus beichtet ihm, woher er seine Tendenzen hat. Jimmy fühlt sich betrogen, Raus verzweifelt und bringt sich um. Wie? Sowas ist arschig, wenn man da draußen sein muss und irgendwer sucht. Der stravanzt die ganze Zeit rum. Man soll im Keller suchen, da sind wir gerade aktuell. Nicht. Oder im dritten, da war er vorher so gern. Timeline bis jetzt, okay. Ich stehe genau da. Ah, jetzt hat es wirklich anzünden. Is it Rose? I saw you. You were on fire. What happened? On fire. If I hadn't done it myself, Jimmy would have. Or rather, Hugo would have. Hugo's still in charge. Even now. He's controlling Jimmy. Ask Jimmy to show you where Hugo lives. Also Jimmy wird zeigen, wo Hugo lebt. Okay. Talking to the dead, Maya. I know Hugo's your father, Jimmy. I found your birth certificate, and I know Rose tried to kill him. But she failed, didn't she? Then where is he now? Well, why don't you come and meet him? It's time I introduce you to the family, Maya. Okay, dann. Ich kann im zweiten Stock, das ist glaube ich eine Behinderung. Ich kann nicht im zweiten Stock bloß raus, wenn ich
Mit da geht's hinter. Und da lang, glaube ich. Genau. Erdgeschoss. Ich denke, so ziemlich am Anfang. Ja, ziemlich am Ende. Okay, ich dachte, wäre safe da unten, okay. Wieder im Keller? Schaut nach Keller aus, ja. Er hat es umgestellt. Ich weiß schon. Ich muss kurz umschauen, ne? Ist zu jetzt? Ist immer noch zu, okay. Bin sofort wieder da. Kleiner Moment für dich. Gerne Cliffhanger.
Oh. Ich sehe gerade. Ich sehe es gerade, Geschichte zu 100% vervollständigt. Also wir sind entweder gleich tot. Ich bin gespannt. Also wer das Team haben will, das da, kann man sich auf der Entwickler-Homepage runterladen. Warum er immer das Wert haben wollte, aber anscheinend wurde es angefragt. Wir betreten. Welcome to Hugo's grave. Mother's little secrets. She mixed the concrete herself, you know, then poured it over his lifeless body and watched it set. She thought she got rid of him. But she didn't get it, Maya. Fucking. You see, Hugo was just one of us. Just another log on the fire. He burned out. But the fire's been burning down the halls for centuries. Clearing the way. Lighting the darkness. Laying waste to the old and the poor and the weak. And it's burning in you too, Maya. I can tell. We are destined to be together, you and I. You're the one I've been waiting for. Which is why I can't let you leave. You're staying here with me, Maya. Forever. Hello, Maya. Du hast 5 Freunde zum Retten. Fuck. Ich weiß, um 303 oder so, glaube ich, war zugesperrt. Der eins war meiner. Der war noch dunkel. Moment, was war noch zu? 210 war zu und 207 war zu. Das weiß ich. Haben wir aufgeschrieben. Jimmy hat dich das letzte Mal geschlagen, die Schlucht endet hier, doch du kannst jetzt jederzeit erneut versuchen. Gescheit wohl 207 und 210.
207 war dunkel, 210 war zu, mein Gott. Und 103 war auch zu, glaube ich. Oder 103 war dunkel, nein, 103 war dunkel. 210. Der Ausguckschlüssel haben wir auch. Ach, wir haben es ja eh. Wir wissen, wie die Räume heißen. Come on, let's go. Okay, jetzt warte mal. Ja, nachschauen ist ein Vorteil. Also 303, 210, 205, 121 und 111. Und 210 haben wir jetzt gemacht. Get to the elevator as quickly as you can. Warte, bis sie entkommen sind. Du hast 4 Freunde. Okay, der kann uns noch. Der bringt uns nicht gleich um. Maustock hier haben wir auch noch. Okay, das ist jetzt eigentlich mega intens. Okay, also jetzt darf er uns halt nicht mehr erwischen. Oh Gott, das dumme Drecksau. Da hilft ich. Ach Gott.
Okay. Da hat er dich ja gerade schönes. Ich habe mal merken können, wo die Räume sind. Das war komplett falsch. Aber was haben wir denn da mal eingesperrt? Weiter, gell, oder? Mit 113. Gesicht, Alter, hinter uns. Coming now! Wir sind nur 13. Wurscht raus. Ist doch dahinter? Ich meine, scheiß auf die, oder? So gut haben wir die eh nicht gekannt. Ich meine, die waren auf dem Festival bei uns, aber. Nochmal ist anders. Ich weiß, dass nicht mehr speichert, ja. Das sind ja keine Freunde, eher so weitschichtig Bekannte, würde ich sagen. Weiß ich gerade, ja, aber ich habe keinen Schimmer, wo die Dinger sind, wo die Zimmer sind, das ist mein Problem. Jeder normal oder jeder einigermaßen hätte sich wahrscheinlich gemerkt, wo die Dinger sind, die Räume. Ich nicht. Das war der 302. Ne, 301. Ne, ach Gott, wirklich. Nein. Geh halt dahinter. Na ja, gut, das hat er nochmal so wurscht. Da ist er. Wie ist er rausgekommen da unten, das würde ich interessieren. Wir haben ihn eingesperrt. Wollen wir nicht so unten drin bleiben und verrecken? Wir können das umrennen wie bei DBD. Okay, das ist jetzt arschig.
trotzdem oben an. Würde ich sagen, oder? Jetzt wäre es gut, wenn wir die Türen aufgesperrt hätten. Wobei haben wir im zweiten und ersten haben wir es aufgesperrt. Also 303 wollen wir. Nach rechts. Da hinten. Nein, na. Da hinten ist falsch. Muss dahinter sein. Nein. Come, let's go. You right? Do you walk? Let's go. Ist das arschig jetzt? Get to the stairs as quickly as you can. Was heißt das jetzt? Ich schau mal raus, das sieht man sowieso. Ja, ich ist wurscht, ich das erwischen, komm mal an. Aber er hat Ziegweise erwischt, das will ich nicht. Und dann müssen wir alle rauskriegen. Das war als Absicht. Drum. Ja gut, dann halt von unten haben wir es auch wurscht, also die 111. Die Maus spinnt aktuell gerade. Hängt dann dahinter, oder? Das ist die 101. Oder? Genau. Da hinten ist falsch. Da ist die 104. 121, 111 brauchen wir. Ich suche jetzt einfach mal scheißegal. Okay, ist da hinten. Na ja, gut. Da gehen wir jetzt schon am Sack. Ich denke, das funktioniert nicht mehr, was wir jetzt machen. Okay, funktioniert doch. Der war direkt draußen, oder?
Musik macht es halt besser, da hört man überhaupt nicht mehr. Nur wissen wir in die Richtung, wo er geht. Das ist Raum 101 mal, genau. Ein paar Räume weiß ich, aber natürlich die nicht aufgegangen sind. Jetzt 6. 111. Fuck. Gut, 121 müssen wir auch. Was passiert, wenn er eine erwischt? Ist noch nicht gerettet, da gut, dann haben wir Pech gehabt. Können wir gleich gehen. Wo kam der jetzt her? Er ist so friemelig mit der Maus, das Ding raus. Ach, weil ich auf einem PC spiele, habe ich so eine blöde Verzögerung drauf mit der Maus. Das ist natürlich, also die zieht bei mir massiv nach. Aber gut. Moment mal. Irgendwie reagiert es, das war falsch, genau. Ne, mein Gott, Maus. Das war doch vorher nicht so. Was ist da dahinter? Was ist die 111 schon wieder, verdammte Kacke? 120? Okay, hab mich gesehen. Renn. Renn irgendwo hin. Ich spam mal die ganze Zeit die Maus, dass die hier blöder, dass der überhaupt reagiert. Gott.
Ich habe halt irgendeine Ahnung, wo die Räume sind. Das sind schon so Arschlochräume. Also hier hinten bei der Ritterrüstung sind wir definitiv falsch. Links geht's zum Aufzug. Da hinten war es einer, der muss dahinter gehen. Oder 13? Oder 12? Das ist die 111? 106. Wo kommt der bitte her die ganze Zeit? Der schreckt schon gar nicht mehr. Jetzt hört man halt auch nicht mehr. Okay, also gut. Dahinter war falsch. Das ist nur eine Lagertür, okay. Ich renne einmal in denselben Weg, glaube ich. 106, genau. Aber dahinter 107 ist es dann ganz hinten im Eck. Ach, da. Langsam ist es echt nervig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also 111 ist da ganz hinten rechts, okay. Wir haben schon 3 verschiedene Geräte, wenn die anderen 2 da finden, dann hören wir einfach auf, das passt schon. Aber wie soll ich jetzt wissen, wo der ist? Weil in der Ecke ist halt jetzt ekelhaft. Ich kann ja nicht vorher rausgehen, dass ich ihn ablenke. Geht auch nicht, oder? Ne, schicke Freundin aus. Also ich kann jetzt erst raus. Der ist weit genug weg, glaube ich. Get to the elevator as quickly as you can. Ich habe auch geschrien. Wie? Aber nicht ganz so nah. Nicht ganz so nah ist halt oft auch zu nah. Das war das Problem jetzt in dem Fall auch gerade. Ich gehe jetzt mal runter und fahre mal raus und mal schauen, was passiert. Der Schrei vorher war jetzt auch relativ leise, keine Ahnung. Aber ich denke, der hat es erwischt, weil dann kann er mich gleich erwischen lassen wieder. Entweder retten wir alle oder gar keine.
Ja, die Musik wird nur leiser und wieder lauter. Die spielen in Schleife durch. Das war da ganz leise zum Beispiel. Die Musik ist aber laut. Wir haben noch 21 brauchen wir noch. Da vorne ist ein Gewinn. Jetzt haben wir nicht mehr gehört. Dann Tring. Also ich höre die ganze Zeit die Stimmen, das ist so schlimm. Da kannst du überhaupt nicht mehr hören, was hat. Weiß ich vorher jetzt runter und gehe einfach raus. Der Aufzug braucht da länger. Die Frage ist, ob der jetzt unten ist. Also ich gehe jetzt nicht raus, aber you can send them out at any moment, Jimmy just scared them. Okay. Dann fahren wir mal von oben nochmal an. Keine Ahnung, sehen wir gleich. Schauen wir, vielleicht kriegen wir im obersten Stock die und dann gehen wir, schauen wir an, ob wir zum Aufzug kommen. Vielleicht können wir dann. Der oberste Stock ist das Schwierigste, weil wir nicht für die Treppe raus können. Ich weiß schon wieder, wo die scheiß 303 war. Geht da ganz hinten, oder? Nö. Da muss da hinten sein. Okay. Come, let's go. You right? Do you walk? Let's go. Wir versuchen es trotzdem. Das Schlimme ist halt echt, wenn du das 4 hast und beim 5 erwischt du die da. Kann ich schon eine halbe Stunde pro Tür warten, bis er irgendwie. Get to the stairs as Eigentlich müsste quickly es as you passen. can. Er ist rechts. Hat bei uns immer funktioniert. Wenn er rechts vorbeigegangen ist, sofort raus und in die andere Richtung. Okay. Jetzt schauen wir mal runter, vielleicht schaffen wir es.
wir es auch so. Haben wir gehört? Charlos unten sind. Müsste ja eigentlich normalerweise unten im Erdgeschoss sein. Raus können sie nicht, ich habe einen Schlüssel. Da ist mal keine. So, eigentlich der Spiegel noch. Moment mal. Ich versuche jetzt trotzdem mal, dass ich rausgehe. Scheißegal. Weil wahrscheinlich ist eh die Tür da. Für was haben wir die sonst gesehen? Okay. Wir schauen, für was die. Also ist ja wurscht, ob wir es jetzt verkacken oder nicht. Der falsche Schlüssel, genau. War's doch der. Geht nicht. Weil das habe ich nämlich. Das ist nämlich genau das, was ich glaubt habe. Dann habe ich zum Schluss eine scheiß Tür suchen müssen. Das will ich jetzt einfach mal definitiv schon mal ausschließen. Da kann er nicht passen. Der Schlüssel schaut ganz anders aus. Also hier passt er nicht. Hier kann eigentlich nicht passen, das ist auch ein Schlüsselloch. Andere Animation. Und hier können wir nirgends weiter. Hier auch nicht. Keine Ahnung. Schlüssel, aber das Schloss wird passen. Soll ich das schon wissen, dass das der falsche Schlüssel ist? Der war halt zu. Okay, der hat alle wieder zugesperrt.
Weil der 2 und der 3 waren offen, glaube ich. Also der 2 war auf jeden Fall offen. Ja, müssen wir durch einen Aufzug. Okay, also gut, dann da bringt das gar nichts, wenn man es aufsperrt. Schon mal gut zu wissen. Nee, okay. Hätte das gar nichts gebracht, weil ich habe mir gedacht, wenn man jetzt vorher nur laden würde, den Schlüssel suchen, dann hätte man zumindest schon mal die Treppe leichter. Das ist wirklich nur das Erdgeschoss wieder offen. Ich muss sogar sehr Aufzug fahren. Durch das weiß er dann auch, wo wir sind. Begeisterung, muss ich ganz ehrlich sagen, halt sehr klar gerade in Grenzen bei mir. Das war einer. Get to the Warst du elevator mit? as quickly as you can. Ich habe noch nicht gehört. Okay, fick dich. Sollen wir überhaupt rauskommen, ist die Frage. Nicht, dass alle retten und dann kommen wir unten nicht raus. Der ist draußen. Musik nervt mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Die wäre besser, wenn man es ausschalten könnte. Die will man da wieder hören wahrscheinlich. 120. Bis 119. Die 121, 22, 23. War auch ein anderer Gang. Aber wir haben jetzt ja schon 2 erwischt. Wahrscheinlich erwischt uns jetzt auch.
Mal ganz eine kurze Frage. Gibt es eine Karte von dem Hotel? Ja, gibt's. Nutze jetzt einfach nur wurscht. Also mit Karte selber noch schwer genug wahrscheinlich. Wo sind wir? 118. Ist da. Der 18 ist dunkel, genau. Wir müssen jetzt quasi, was davor steht, links und dann rechts. Okay. Fick dich, Spiel ohne Scheiß. Keinen Bock mehr. Alter. Das ist halt arschig, wenn ich es nachher eben speichern würde, aber. Ach. Überhaupt keinen Bock mehr. Moment mal. Kann man so schnell schauen, wie ich da hin muss. Ich fahre mich gleich sogar mit Karte. Da war die 120, 118, ja genau, doch, stimmt schon. Hier hinter. Dahinter. Müsste 121 sein. Ja, aber sie alle 5. You okay? Let's get it out. Das ist halt schon arschig. Do you think you can get up? Mit der Mausverzögerung ist das schlimmer. Gerade aktuell keine Musik, das kann man allein machen, ja, aber. Oder wenn es wirklich nur erschrecken wird. Ah, okay, aber wenn die wirklich weg sind, dann. Du kannst halt mit der Musik gar nicht sagen, wo gerade ist aktuell. Zumindest geht's mir nicht. Also ich habe keinen Schimmer. Ich höre das nicht raus. Ich kann schon ungefähr sagen. Das Zimmer 121 sind wir, oder? Das heißt, Moment, da sind wir. Da. Das heißt, die muss da ran. Da muss sie lang zum Aufzug. Ich kann gerade nicht einschätzen, wo dahin. Also aus dem Eck kommen wir jetzt ja nicht raus, anderweitig. Das ist keinen Schimmer. Jetzt ging er eigentlich vorbei. Jetzt, wenn ich das rausschicken würde, müsste es eigentlich rauskommen. Aber es hat vorher nicht funktioniert. Das geht wahrscheinlich in dem Fall nicht, denke ich mal.
Ich weiß aber nicht, wo wir sind. Aber wir sind die ganze Zeit an unserem Eck da. Wenn jetzt ein Gang weitergehen würde. Boah. Hört sich schon weiter weg an. Aber ein Grund ist vom Hotel, der Grund ist, macht da überhaupt keinen Sinn. Was eigentlich leere Plätze dazwischen sind. Nein, jetzt nicht so. Sagen raus damit. Get to the stairs as quickly as you can. Also die ganze Zeit nicht gehört. Haben wir so einen Scheiß. Scheint es geschafft zu haben. Okay, dann das nächste 111. Ich wieder im letzten Eck. Aber warte mal. Wir waren da heute noch nicht. Kann nichts Relevantes sein, vielleicht irgendein Schlüssel, dachte man. Aber den wird es wahrscheinlich nicht mehr der Fall sein. Gut, jetzt hören wir wieder. Vielleicht, wenn wir wirklich gar nicht mehr hören, dann erst rausschicken. Das eine haben wir safe. Glaube ich. Moment. Rechts rumdrehen. Links. Nee, ich will raus. Dann eigentlich geradeaus, oder? Da müsste man. Wir sind gar nicht so weit weg, das passt schon. Crazy, dass sie immer umdreht, wenn man rausgeht. Also
Nach rechts drehen, dann links hinter. Also in die Richtung. Dann links. Ich kann überhaupt nicht sagen, wo er ist. Ich warte, bis er wirklich komplett leise ist. Da kann ich die Musik irgendwo ausstellen, das ist ja furchtbar. Soundtrack senken. Bin überhaupt nichts. Jetzt weiter weg, aber ich kann nicht sagen, wo. Da hat er aber so den Schlüssel hinzieht. Bei der sind wir zum ersten Mal. Weil das keine also die kann jetzt eigentlich über zwei Wege zum Auf. Wenn die den kürzesten Weg rennt, dann hätte ich quasi jetzt raus, rum und dann so, also wie so ein Fünfer eigentlich, oder wie so ein S, sag ich jetzt mal, rennt die dann. Also in die Richtung. Also weil uns auch nicht so nah angehört. Vor allem da rechts. Wenn man da rechts durch könnte, ich sehe es gerade auf der Map, da wäre geradeaus der Aufzug. Geradeaus rechts, sofort da. Die Wand macht überhaupt keinen Sinn.
Get to the elevator as quickly as you can. Keine Zeit nicht mehr. Funktioniert wohl. Die Treppe können wir nicht. Abschätzung nicht, wo der wäre. Alice, okay, gute Nacht. Wünsche ich dir auch. Schlaf gut. Kann das dauern ein bisschen? Zweiter Stock, 205, Moment mal. Das war Zufall. Okay. 205. You okay? It's gonna be okay. We're gonna get you out of here. Take this off. Okay. 205. 110 wäre der nächste.
Das ist der Stockwerk, wo wir im Kreis rennen können durch das Lager durch. Wenn es nicht zugesperrt ist. Und der war jetzt gerade ziemlich nah da. Ich höre ihn halt nicht mehr. Sollen wir da warten? Nein, das dachte ich mir schon. Und das ist jetzt eh gleich ums Eck. Der Aufzug, aber ich höre ihn jetzt gar nicht mehr. War gut zu wissen. Ja, 2 haben wir safe runtergekriegt. Erster Stock, clear. Okay. Oder dürfte eigentlich weit genug weg sein? Normalerweise. Schlecht zum Song. Darf ich nicht. Wenn das erwischt, dann sind sie weg. Nein, ich weiß auch, wo er es eingesperrt hat, die Leute. Also. Er ist zu nah. Jetzt ist er direkt draußen. Oh Gott. Die dumme Drecksau, die kreisliche. Krutze, fix nochmal. Ah, es ist ein mistiges Ratzengesicht.
Ich hätte halt schon gern alle, wenn dann. Get to the stairs as quickly as you can. Die ganze Zeit lang nicht mehr gehört, also. Haben wir auch, okay. (210) ist der nächste Raum. Also die ganze Zeit nichts gesagt. Die Frage ist, jetzt wirklich draußen? Oder triggert das Event bloß ab und zu einfach mal random? Oft mal nicht, weil sonst kann man sich gar nicht drauf verlassen. War das bisschen wieder mal höher? Dürfte weiter weg sein. Ich halte da irgendwo rein, Maus. War genau da, wo wir hin sollten. Macht zwar Sinn. Wie müssen wir da lang? Ah, Schwangraum, da lang müssen wir. Ja. An dem wir rechts sollten dann, glaube ich. Schmeck's, gell?
Anspannung ist real, ohne Scheiß. Ich schwitze hart. Come on, let's go. Yeah, it's okay. Oh, okay. Okay. Vierte Person. 3 haben schon geschafft. Ich sehe es jetzt schon, die 5 sind raus und der erwischt uns. Da ist eine alte Schlawiner. Erstmal muss sie raus. Die rennt wie der ES. Gleich wie im untersten Stock. Aber wie soll man jetzt wirklich rauskriegen? Ich meine, wie können wir weglaufen vor ihm? Notfalls, ne? Irgendwie teils. Ja, die anderen haben keinen Schlüssel. Ja, fix, wir kommen nicht raus. Ich glaub's auch. Also, entweder haben wir alle 5 und wir schaffen es nicht runter, also weil ich erwischt werde, oder wir stehen alle miteinander unten und wir kommen nicht aus dem Feld raus. Schlüssel hat er nicht passt, haben wir auch gesehen. Get to the elevator as quickly as you can. Erwischt jetzt wahrscheinlich, oder? Okay, 4 in Sicherheit. 4 in Sicherheit. Sagt das Spiel eigentlich schon was Neues? Mal kurz schauen. Nö, immer noch dasselbe.
Wir müssen eh zum Aufzug. Ich fahre dann einfach mal runter. Wenn wir schaffen, heißt's. Ich weiß nicht, ob die unten sind. Er ist noch den dritten, oder? Also da steht jetzt in irgendeinem Eck und Wort. Gleich hinter. Madig. Spannend wie Hölle und gleichzeitig madig. Kommen wir schon wieder. Das war in die Richtung, glaube ich. Sagt halt nichts mehr, oder? Okay, wir probieren es aber weit genug weg, würde ich sagen. Wir haben jetzt gesehen, wie dahinter geht. Das war auch neu. Glück draußen. Wir sind näher, wir sind näher. Und immer ganz leicht zu stimmen im Hintergrund, aber ich bin nicht sicher, ob das er ist. Okay, ist er nicht. Also es war jetzt gerade aber.
Dreimal, wenn ich so lange nicht höre. Alter, ernsthaft. Du mit Drecksau, du Kreisliche. Schlicht und ergreifend verpissen, bitte. Ah, das ist schon schlimm genug, wenn wir noch hoch müssen. Nein, aber weißt du. Ah, Gott. Okay, ich weiß nicht, wo wir sind. Wieder warten, mein Gott. Okay. Das dürfte ziemlich genau da sein, wo wir hinwollen. Sag was. Oder macht das? So, okay. Man müsste gleich wieder kommen. Ich fürchte, dass die Animationen ein bisschen random sind. Ah, geht ungefähr hin. Da hinten ist immer recht viel. Geh bitte irgendwo hin. Im Keller. Oder zum Scheißen. Hauptsache lang weg. Ich bin schon Durchfall. Ganz harten Durchfall. Ganz schlimm. Kathi sagt was. Er wird schon immer stiller, es ist schon immer schlimmer. Bisschen leiser. Das ein paar Mal ein gutes Gefühl gehabt dabei. Aber wir fahren erst runter, wenn wir hinkommen. Anspannung ist real auf jeden Fall. Vielleicht ist das, was die in den 2 Guides als Frenzy-Modus bezeichnet haben. Vielleicht, keine Ahnung. Es gibt einen Extreme Mode, gibt es auch noch. Aber vielleicht, keine Ahnung.
Das war zu nah. Ah, der Penner. Ich will schon so hart durchfallen und Scheiß. Kann einen Schrein auf seiner Schüssel. Kann sein, ja. Nein, Extreme Memory gibt's auch noch. Vielleicht ist das so wie da. Weiß ich nicht, das habe ich mir gehabt. Ich weiß nicht, was Frenzy heißen soll. Mega spannend, oder? Die ganze Zeit hinter der Tür stehen. Also ich sag gleich, das ist der letzte Run. Ich versuche das nicht nochmal. Nicht zu wissen heute. Raserei, ah, okay. Na gut. Macht Sinn. Das sind wahrscheinlich die ganze Zeit bei uns da. Ab und zu geht anscheinend. War safe. Erwischt er uns oder die letzte? Das schaut nicht irgendwo im letzten Eck von dem Hotel irgendwann mal nach. Probieren wir es einmal. Das glaube ich passt da. Aber der hat lang. Ich fahre jetzt runter, ich will schauen, ob sie da sind. Wir sind bloß noch 303. Die Spielerei nicht damit.
Okay, anscheinend sind die nicht da. Gut, Come on, let's go. You alright? Can you walk? Let's go. machen wir's. Ich darf was. Habe ich keinen Ton gesagt bis jetzt. Hier sind echt nicht viele Möglichkeiten. Wenn wir rausgehen, müssen wir immer rechts. Immer rechts. Rechts drehen. Rechts, rechts, rechts und sind wir beim Aufzug. Aber es sind doch 1, 2, 3 Ecken unter dem Aufzug hin. Das ist hier, dass wir safe rauskriegen. Das Hauptproblem sein, denke mal. Wir können nur einigermaßen davon rennen, vielleicht vor ihm aber sie. Vor allem neben uns sind nur 2 Türen, da ist nichts mehr. Wow, Sackgasse, da müsste es gleich wieder kommen. Ja genau, das passt zumindest. Das ist jetzt reines Glück, glaube ich. Aber das schickt man nicht. Wie? Gut, das weiß er, wir sind im 3. Stock, okay. Sieht am Aufzug und die Treppen sind zugesperrt. Aber man könnte da drauf drücken. Aufzug rein, drauf drücken und rausgehen. Ging auch. Wie in irgendeiner Weise soll man jetzt da rauskommen, ha?
Weil auf der anderen Seite, neben dem Aufzug sind genau 2 Zimmer. Wir könnten es probieren. Wir könnten es probieren, wenn er rechts von uns ist quasi. Ich glaube, wir hätten den als 3. Stock als erster machen sollen, wie wir schon gemacht haben. Ich weiß nicht, wie das Spiel das berechnet, ob die den erwischt oder nicht. Also ob der sie erwischt oder nicht. Das ist doch arschig, oder? Also mal ganz ehrlich. Das unten ist noch irgendwo okay, ja gut, das war schwierig, hat lang gedauert, aber versuchen wir es. Get to the stairs as quickly as you can. Okay. Jetzt sind nur noch wir. Wow. Aber nicht gedacht, dass wir so weit kommen. Ich habe mir es nicht gedacht. Okay. Batterie vor der Maus ist gut, passt. Den Geist aufgibt. Jetzt können wir. Jetzt ist es leichter. Dann wollte der Mama wahrscheinlich bloß verarschen. Also Spiel uns. Wartet schon, bis ich entweder eine ganze Zeit lang nichts mehr höre von ihm oder. Also mir lieber ist, wenn ich ihn ein bisschen weit entfernter höre. Okay, das war nix. Das war nix. Geht das wieder an wahrscheinlich? Wenn es von unten kommt, dann wiederholt sich's. Ja, jetzt geht's gleich bonk, ich glaube auch. Also normal könnte man jetzt eigentlich raus und wegrennen vor ihm, normalerweise. Das ist vorher immer gegangen. Hier funktioniert es wohl nicht mehr. Das habe ich vorher mehrfach probiert und das hat zweimal nicht hingehauen. Einmal ist er direkt random rumgestanden, vor dem habe ich ein bisschen Schiss, dass einfach irgendwo der Ding rumsteht. Aber ich habe mir nicht gedacht, dass wir so weit kommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Schwerste haben wir hinter uns, darum glaube ich, dass uns hat es auf die letzten paar Metern noch erwischt. Darum dauert der Aufzug auch so lange, bis er kommt, weil die runtergefahren sind wahrscheinlich damit.
Der uns vom Aufzug jetzt weghaut. Alter. Spiel die Installierung. Also wir haben Aufzug warten, meine ich. Würde ich eigentlich da auch. So, ein Spiegel jetzt. Immer das gleiche, okay. Musik ist weg. Ticken ist weg. Deutlich angenehmer. Kommt gleich wieder. You're being very rude, Fire. Ich muss echt leider nur so lange warten müssen, aber es hilft nichts. Alter, verpiss dich! Das gibt's doch nicht. Nein. I
Wir sind näher dran. Noch hat er uns nicht. Jetzt hätten wir theoretisch sogar die Chance, wenn er uns vorbeigeht, also in die Richtung quasi da. Oder, also ich mache eine Aussage in die Richtung da. Dass wir vielleicht sogar die Chance hätten. Ich trau mich halt nicht. Das nicht machst du nicht? Nö, okay. Ich hätte es nicht gemacht, ich hätte mich nicht traut. Normal ist er quasi jetzt da. Also, spiegelverkehrt. Da. Weit weg. Also normalerweise, gut, das ist weit weg. Also hinter uns im Raum sind nur 2 Zimmer. Und rechts davon quasi, also auf der... Hier. Sind auch noch 2. 4. Der hat ein bisschen was zum Anschauen. Also vorher die ganze Zeit hin und her gerannt. Jetzt quasi. Mal Glück gehabt, damit man einen Aufzug rein konnte. Und da wieder. Ja, normalerweise müssten wir schon fast machen. Was rechts ist. Aufzug da, so lang von dem habe ich ein bisschen Schiss. Also direkt ums Eck. Ja, direkt ums Eck. Aber wir haben die 5 Leute jetzt schon mal unten, das ist immer ganz gut. Wir müssen bloß jetzt mal aufkommen. Hoffe ich. Ja, das ist die ganze Zeit, also hier rum in dem Eck. War vorne die ganze Zeit. Ist jetzt wieder irgendwo rein? Scheiße, Provinz.
Okay. Wir haben es probiert. Aber es war nicht rot, also er hat uns nicht gesehen, wo wir hin sind. Da wo ausgeführt hat, genau um den Eck war der Aufzug genau da. Gleich nochmal da so rum. Schau mal, Kerzen, da dahinter ist der Aufzug hinter der Wand. Das ist ja hier, oder? Ja. Da wirklich irgendwo reingegangen anscheinend. Mal müssen wir jetzt raus. Also. Ein Arschloch, das ist der Wahnsinn. Ich reiß schon gar nicht mehr bei dem Fall. Der geht halt überhaupt nicht mehr. Wir waren schon zweimal draußen. Dreimal. Ich weiß nicht, ob das Spiel, wie das Spiel jetzt haben will. Ich kann es schlecht sagen. Oder da im Ecken. Ich habe bloß wirklich Schiss, dass der Aufzug so lang braucht. Das wäre schon lang raus. Er hätte aus der Möglichkeit nicht mitkriegen. Weil die Richtung echt ungünstiger ist für uns, wenn er ist, tatsächlich. Hier sind nur 6 Zimmer insgesamt und 2 Gänge. Während hier eigentlich nur 2 Zimmer sind und einer Eingang. Großer, langer, gerader Gang. Im Aufzug und dahinter halt. Nur eine Ecke, ja. Und er kommt wieder, ja. Jetzt mal hören wir, dass er irgendwo reingeht, wäre gut.
Ja, den Gefallen wird das nicht mehr tun wahrscheinlich, denke ich mal. Und Kathi, wie schaut's aus? Spielst du das noch? Ich bin jetzt rausgegangen, eine Glückssache. Noch sind wir nicht tot. Noch nicht. Ich hoffe, ich höre, dass er eine Tür aufmacht. Jetzt hat mir gefallen, wie das nicht machen, schätze mal. Kommt er wieder? Da haben wir's. Das liegt da wieder. Alter, ich mag langsam nicht mehr. Anspannung. Wann ist denn der vorbeigegangen? Jetzt bin ich gespannt. Okay. Durchgespielt für mich. Für mich ist jetzt durchgespielt. Okay, jetzt haben wir den Schlüssel.
An die Tür da. Mit einem Zahn klauen. Bin nervlich fertig, oder die Scheiße. Stop it. Why do you keep making me do these things? Please just stop. Please just stop it. Stop it. You're always going to do it, Jimmy. I'm in charge. Not you. I'm in charge. In jedem von uns steckt jemand anders, den wir nicht kennen. Kommt drauf an, wo und wann. In einem Ding kannst, in einem Swingerclub kann das passieren, dass jemand in dir steckt, den du nicht kennst, ja. Spricht uns in Träumen. Teilt uns wie anders er uns sieht, als wir uns selbst sehen. Dead of Night mitten in der Nacht, okay. Ach Gott, Leute, ohne Scheiß. Alter. So gut wie es war, das Spiel, so anstrengend war es jetzt zum Schluss. Ah. Es war echt gut gemacht. Mit Anfangsproblemen, mit der Ruckerei und allem. Aber, ey, da ist mir jetzt düsen zum Schluss. Wirst du schon lange nicht mehr gehabt haben. Ein Geisterzettel. Der Geisterzettel. Ach Gott, so dämlich. Vielen Dank, dass du Dead of Night gespielt hast. Ach, der löscht es auch gleich. Man kann es quasi... Also die Sichtung können wir uns anschauen, okay. Jetzt kann man das nochmal anschauen, okay. Spielwerte. Du hast 100% der Geschichte vervollständigt, du wirst von Jimmy 14 Mal attackiert. 14 Mal bloß, okay.
Du hast das Geheimnis des Hölzes herausgefunden, du hast alle deine Freunde gerettet. Errungenschaften, du hast Amys Geschichte vervollständigt, du hast Dr. Boses Geschichte vervollständigt, du hast Harveys Geschichte vervollständigt, du hast Rose Geschichte vervollständigt, du hast die Hauptgeschichte vervollständigt, du hast A Dead of Night beendet. Das Spiel speichert nach Geistersichtungen, Reaktionen der Geister, aber nur wenn du die Geisterempfänger ausschaltest und wenn Jimmy dich bewusstlos schlägt. Wieso kommt der Geistersessel immer bei den Spielen, bei denen du sollst, wie Sau? Ich sollte wie Sau. Ich habe gerade links, ich habe gerade einen Zettel zerrissen, den Notizzettel von dem Spiel, wo ich hinterfahren alles vollgeschmiert gehabt habe. Dann habe ich gerade wollte einen neuen Zettel nehmen, weil ich Stift weggelegt habe und den Geisterzettel wechseln. Ich habe nur einen. Einen letzten Geisterzettel habe ich noch. Einen. Die restlichen sind alle weiß und langweilig, aber das ist noch grüner. Der macht. Ich glaube, das erste Mal kam der Geisterzettel bei. Ah doch, obwohl kannst du recht haben. Aber ohne Scheiß, ich hätte dich das jetzt mal gern spielen sehen. Ohne Krampf. Es war schon. Moment mal. Haben wir schon können, oder? Schaut mir doch kurz um. Machen wir das Spiel wieder zu. Ich verlasse das Hotel. Ach Gott. Also es war jetzt schon eine riesen Anspannung. Vor allem mich hat es einfach gestört, weil das ganze Spiel eigentlich eine gewisse Routine reinkommt, wie du spielst. Und dann ist es weg. Dann erwischst du dich auf einmal wegen jedem Scheiß. Das hat mich gestört. Aber ansonsten war das kein Problem. Counter können wir zurücksetzen. Von dem her, aber ich sage, also, spielst du noch, Kathi? Also spielst du wirklich noch durch? Jetzt, wo du das weißt. Hm? Oder eher nicht? Würde mich mal interessieren, ich frage für einen Freund. Bin gespannt. Es ist halt schon, also, ich muss ehrlich sagen, es war jetzt zum Schluss schon mega hart. Vor allem, ich bin dann schon so, dass ich eigentlich alle haben will. Dass ich wirklich komplett durch haben will, das Spiel, aber ich hätte es gefuchst wie Hölle. Ich hätte es angekotzt wie die Sau, das beim letzten, oder ich habe eigentlich jede Zeit damit gerechnet. Es wäre nicht so schlimm gewesen, wenn er mich erwischt hätte, wie wenn er quasi die letzte Person erwischt hätte. Weil das wäre echt ätzend gewesen. Hat mich wirklich gestört. Und zwar massiv. Ach Gott. Ja, aber ich sag mal, wir haben es durch. Wir haben es durch, es war gut, es war mega nice. Wir könnten eigentlich wohl, ich habe es aber jetzt hinten angereiht. Mhm. Wie weit hinten? Sehr weit hinten wahrscheinlich. Wir könnten aber, was mir gerade einfällt, ich bin das schon wieder einsehe, aber wir könnten mal trotzdem kurz mal das Contradiction reinschauen. Eventuell. Ja, was war jetzt kurz finster? Nee, war auch nicht, glaube ich. Wäre eine Möglichkeit. Also einfach nur mal kurz starten, ob es funktioniert. Also ich werde schon zuwarten. Zuwarten? Was meinst du, Kathi? Aber ich löse es trotzdem mal ganz kurz mit einmal.
Start. Und zwar also jetzt am Hauptrechner quasi mal ganz kurz. Contradiction, habe ich da schon drauf? Ich glaube schon. Am anderen PC aber sind installiert. Nur kurz starten. Ob es überhaupt funktioniert. Ob ihr mir quasi sagt, einfach, dass das ist laut. Schaut mal kurz um. Nur, ob ihr quasi kurz sagen könnt, ob es funktioniert, ob es ruckelt oder nicht, weil dann muss ich am anderen PC machen. Moment mal, ich muss kurz umschalten. Da sind wir. Achso, Nachricht darüber. Contradiction, Moment. Muss gleich kommen. Ah, da gibt es sogar Bild. Progress, Phone Calls, Cheats. Subtitles off. Subtitles on, Nachbild. Watch Prolog, Case Background Info, Instructions, Save Game 1 und 2, Load Game 1 und 2, Start Game, also da steht mit LAN und Dings, ey. Das haben wir es gerade nicht. Warte mal. Zum Fall noch was sehen. Da müsste gleich kommen normalerweise. Ton haben wir, okay, passt. Und ist da. Greift schon ab. Warte, ich geh mal noch raus. Come back soon. The Live-Action Video Murder, bla bla. The All Video Murder Mystery Adventure. Das heißt, es ist ein konstantes Schwarzbild. Weiß ich. Schaut super aus. Ich weiß nicht, warum man das gerade nicht, aber das seht ihr, oder? Ja, der kommt her. Guck mal. Upgrade, okay. Upgrade, SLI Plus, Warmer, Transparenz, Alarm brauchen wir auch nicht. Meditieren brauchen wir es auch nicht, okay. Na gut, okay, gut, dann haben wir es berührt. Scheint OBS schon wieder nicht zu mögen, denke ich mal. Aber wieso? Mal kurz, ob OBS spinnt. Gut, es geht. Und zum Thema, die Spiele sind gut oder sind bugfrei. Bugfrei. Start. Contradiction spielen. Spielaufnahme. Contradiction. Okay. Hat sich erledigt. Machen wir einen anderen PC. Das passt, da greife ich das ganze Bild ab, dann passt es. Dann geht's auf jeden Fall.
Dann geht's auf jeden Fall. Na gut, okay. Dann würde ich sagen, ach Gott, belassen es ja heute, oder? Ich denke mal, jetzt noch irgendwas spielen macht auch keinen Sinn. Also, Frage ist es an Dave gerichtet und so weiter. Ansonsten würde ich sagen, gute Nacht. Und wir sehen uns morgen, oder? Hoffe ich mal. Aber Contradiction machen wir nicht gleich morgen. Da schauen wir mal, was anderes mir einfällt. Das kriegen wir dann schon irgendwie. Oder gleich brauchen wir ein paar Leute. Ja gut. Also, nochmal. Hören wir auf heute. Wunderschöne gute Nacht und wir hören uns und bis bald. Nacht. Servus. Ciao. Auch bei dir.